So. Geh los. Was geht? Ich wollte sagen, deine Mom ist wirklich bezaubernd. Eine sehr bezaubernde Frau. Alles klar? Wie war Wochenende? Mein Wochenende bestand aus viel Lernen. Ich habe gestern mit meiner Freundin Geocaching gemacht, das erste Mal. Das ist basically in Real Life rumlaufen und an irgendwelchen Orten versteckten Loot finden. Also ein bisschen wie Pokémon Go. Nur, dass du halt keine Pokémon findest, sondern so kleine Behälter, die tatsächlich von anderen Menschen hinterlassen worden sind. Und dich dann da einträgst. War schon ganz cool. Wir waren an so einem Lost Place. In so einer heruntergekommenen Mühle, die nicht mehr betrieben wurde. Und das war erst voll creepy, aber irgendwie auch voll faszinierend. Ich hatte halt die ganze Zeit Angst, dass ich da irgendwie durchbreche durch den Boden oder so. Ich war die ganze Zeit angespannt. Weil du weißt ja nicht, wie morsch das ist. Und da gab es auch ein paar Stellen, wo die Decke dann teilweise schon runtergekommen ist. Das war sehr komisch. Aber auch irgendwie sehr faszinierend. War okay. Irgendwelche Highlights? Irgendwas, wovon ich wissen sollte? Also ja, war richtig cool. Würde ich ganz gerne nochmal machen. Nö, nicht? Alles klar. Klingt ja toll. Naja, heute geht's weiter mit Genshin. Heute aber nicht so ein mega langer Stream, weil ich weiter lernen muss. Deshalb mache ich direkt dann Genshin. Ich mache Genshin an. Ich lese gerade Sonntagsfrage. In Ostdeutschland war diesmal von wegen Wahlen und AfD hat dort mit 26% gewonnen. What the fuck? Das ist ganz schön besorgniserregend. So. Und da ist mein Desktop. Wie Sie sehen, habe ich ein übelst geiles Hintergrundbild. Oh, warte. Ich muss mich kurz einloggen. In 5 Tagen kommt Breath of the Wild. Tears of the Kingdom. 12. Mai war es, ne? Oh, es wird so geil. So. Ich hoffe, mein Controller hat Akku. Ach, jetzt muss ich ja mein gesamtes Layout hier wieder verschieben. So, das kommt nach da vorne, nach da oben. Und Chat kommt nach da. Circa. Habt ihr das Bild mal geschickt? CDU auf Platz 2. Ja, krass. Ja, ich meine, es ist Ostdeutschland. Da ist die AfD ja, wenn ich mich richtig erinnere, sowieso immer mega strong. So, was haben wir hier? Wo bin ich denn stehen geblieben? Wir haben neue Probeläufe. Oh cool, der Typ, dieser eine Schlangentyp aus Liwe ist jetzt als spielbarer Charakter endlich drin. Lass mal ausprobieren. Was hat denn der so drauf? Oh. Okay, cool. Was macht er auf RT? Okay, er hat so einen Schlangenbumerang. Das ist ja witzig. A bitter pill to swallow. Rain outlines your fate. No, my sword! Let me weave you a verse. Come a little closer. Was macht sein Ulti? Seems like an emergency. Ein Schild oder was? Surrender and be gentle. You've been a naughty boy. Okay, ich finde den jetzt irgendwie nicht so mega. Keine Ahnung, ich fühle den nicht so.
bitter pill to swallow. You're in for a little shock. Yeah. Try not to enjoy this too much. Come a little closer. Blitz. Nee, nee, irgendwie fühle ich den nicht so. Remember, health comes first. A bitter pill to swallow. Nee. Der ist irgendwie nicht so. Wie ist meine Lautstärke? Auf 7, okay, perfekt. Ich habe eine Nachricht. Cool, 300 Münzen. Wow, so generös. So, was haben wir hier? Neue Waffen. Ich glaube, ich setze den Pfad auf den Bogen für jeden anderen. Auch wenn ich nie auf auf Waffenbanner ziehe. So, danke. Was haben wir noch? Ganyu, nice. Access denied. Let the show begin. Cool it. All hail. We're waiting on you. Oh, so sorry. Freeze. Born of ice and frost. Okay. Ganyu ist jetzt auch nicht irgendwie nicht so mega. Access denied. Spielt sich irgendwie ziemlich langweilig. For Rex Lapis. Aber hey, 20 Dingens geschenkt. Die nehme ich. Okay, für die kriegt man Dingens. Oh, Candice ist Oh, die beiden, die habe ich, glaube ich, noch nicht gespielt. Die will ich mal ausprobieren. Ich weiß nicht wieso, aber der Typ gibt mir harte, das wandelnde Schloss-Vibes. Was kann der überhaupt? Der benutzt ein Großschwert. Guck dir den mal an, richtiger Giga-Chat, der muss das Großschwert nicht mehr schwingen. Der hält das halt nicht mal in den Händen. Stattdessen so ein Aktenkoffer. Interessant. Okay. Interessant. Rain outlines your fate. Scanning. Interessant. Watch and learn. Und jetzt habe ich Angriffe, die verstärkt sind, oder was? Durch Dendro. Come at me. Interessant. Einfach die Garen die Chat-Version? Nee, Garen ist die Chat-Version. Scanning. Guck dir den Typen mal an. Das hier ist die Fanboy-Version. Hey, yeah. Breaking new ground. Sight clear. I've been through work. No, my Das soul. ist die Studio Ghibli-Version. Scanning. Ha. Ha. Sight clear. Rain outlines. Okay. Interessant. Ich wäre amused, würde ich mich im Kreis drehen müssen, um das Schwert so zu schwingen. Naja, in Real Life musst du das ja. Ich meine, es ist schon irgendwie... Es hat schon Giga-Chat-Vibes, dass er das Schwert nicht mal anfassen muss.
Die ist auch cool vom Design. Oh, die ist auch irgendwie cool. Wieso sind eigentlich alle Chars cool in Sumeru? Wieso haben die so ein geiles Design alle? Oh, die kann halt eiskalt blocken. Oh, das ist ja richtig geil. Das ist der erste richtige Tank-Char, finde ich. Der halt richtig blocken kann. Oder nicht? Ist ihre Ulti? Okay, was war das jetzt? Oh, das ist so cool. Ich kann dann die ganzen Angriffe einfach wegblocken. Mache ich dann mehr Schaden, je mehr Angriffe ich geblockt habe, oder ist das egal? We shall pull it in. Help! Go! Freeze! Oh, so sorry. Ich mag der ja vom Design so sehr, leider ist sie absolut trash. Der war die mit den Fake-Cuts noch, ne? Grant us your blessing. Pin them down. Ja. Ich finde die auch ganz cool vom Design. Das ist halt so hart geil, ne? You're exposed. Hear my prayer. Aber was soll das sein? Was macht die Ulti? Cool it. This moment will be frozen in time. Okay. Interessant. Cooler Char auf jeden Fall. Ich mag das Design und die Skills. Wobei ich halt die Ulti noch nicht so richtig gerafft habe. Da hätte man mal lesen können, ne? Aber lesen, wer liest denn schon? Ich bitte euch. Die Zeit haben wir gar nicht. Beischuss, Legendenauftrag. Reinigung der Sünde, okay. Gut, als allererstes muss ich jetzt erstmal Dailies machen. Meine Dailies sind immer noch in Inazuma angesetzt. Ich müsste die mal wechseln. Da unten ist noch ein Schrein oder so, den ich noch nicht entdeckt habe. Ach, scheiß drauf. Das kann ich alles hinterher machen, wenn ich mit der Story durch bin. So, mal heilen. Ist das wieder so eine Ballonquest oder was? Zerstöre die Hillichil-Wachtürme. Achso. Ja, wenn das so ist. My apologies. Kamisato art. Sumeru. Into the wind. Clouds high. The birds come. Hä? Ist das kein Wachturm? Ach, da hinten. Wind strategy. Take flight. So. Take it easy. Geh mir nicht auf den Sack. My apologies. Life goes on.
So. Auf dieser Insel haben wir nichts. Dann haben wir hier noch 2. Quietly now. One with nature. Embrace the ice! As one with wind and cloud. Things are about to get dicey. What a drag. Into the wind. Kamisato art. Sumeru. Here comes the catch. Ich habe halt so krasse Ulti-Aufladung. Gefühlt. So. Dann hier nochmal. Du. Dieses ganze Gelaber bei den Dailies nervt mich so hart. Oh, meine Jedan ist auch fast tot. Nice. Ja, ist ja gut. Okay, es wird Zeit, den Ort auf Sumeru zu verlagern. Das wird mir hier ein bisschen zu blöd. Mit dem ganzen Gelaber. Da ist noch eine Daily. Ja, das wird mir eindeutig zu blöd. Jetzt ist die auch auf dem Wasser. Aber ich glaube, das war die letzte. Okay. Take it easy. Let's go. Hallo Andras. Was geht? So, zack. Lol. Das war jetzt nicht beabsichtigt. So, nice. Nächste Woche, ich freue mich auch mega drauf, auch wenn ich es nicht zocken werde, erstmal. Aber ich freue mich trotzdem. So, wie viel habe ich denn? 298. Ich kann mir wieder einen Wish holen. Wie viel habe ich jetzt? Ein. Cool.
So, das war's. Dann können wir jetzt weitermachen mit der Story. In Ormus. Take it easy. Take it easy. Here, over here! Oh, welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? You name it. Can knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Can you really get us anything we want? Anything at all? Aha! So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please, oblige me. Tell me what you have in mind. Ja, ich habe den Armored Core Trailer schon gesehen. Das sieht sehr soulsy aus. Könnte cool werden, selbst für Leute, die halt nicht in diesem Genre drin sind. Oder nicht so auf Mecha stehen. Ich möchte Informationen über den Verbleib der Wissenskonserve der Gottheit kaufen. Oh, I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. Ich muss mal fragen, das ist ja jetzt der 6. Teil von Armored Core. Spielen sich die anderen Teile dann auch so Souls-like-artig oder wie spielen die sich? But you know, that kind of information isn't going to be cheap. After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big, big trouble. Keine Sorge, die Informationen werden dann auf irgendeinem random Discord-Server geleakt oder in Minecraft, so wie die geheimen Dokumente der ukrainischen Offensivstrategie oder was das auch mal war, oder der russischen, keine Ahnung mehr. Irgendein Dokument, irgendein Geheimes wurde ja geleakt, falls ihr es mitbekommen habt. Vor ein paar Wochen. Auf irgendeinem fucking Discord-Server. So ganz weird. But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious how you just happen to have this kind of info Das the hängt vom Mac ab. moment we need it. Ach, jeder spielt sich anders, oder was? Man kann da einen mega schwerfälligen Mac bauen, aber der tankt halt alles weg. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. Okay, also jeder Tank... Also man kann sich die Macs zusammenstellen selber. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. Photoshop. Eiskalt. Ich call es jetzt 100% gefaked mit Photoshop. Ich meine mich zu erinnern, dass ich in dem Trailer gesehen habe, dass man auch die Teile der Gegner aufsammeln und dann selber verwenden kann. Das hat mich halt mega hart an The Search erinnert. Haben die halt eiskalt von The Search geklaut, das System. Das ist gut, weil das System auch geil war. Und ich glaube, das ist auch irgendwo so eine Art Anerkennungsbeweis, dass die Entwickler von The Search halt ein mega nices System gehabt haben. Wenn die OG-Erfinder des Souls-Likes dann halt sich an dieser Idee bereichern, dann ist das doch halt so ein Beweis, okay, wir haben was richtig Geiles hier gemacht. Nenn mir deinen Preis. It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The Divine Knowledge Capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el-Ahmar. Ain el-Ahmar? You mean the Aramites who worshipped King Deshret? Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain the Divine Knowledge Capsule. After all, they believe it contains the power of King Deshret. That Divine Knowledge Capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Thanks for the info, Dory. Please, it's my pleasure. It's
all thanks to discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, don't hesitate to contact me if you ever need anything else in the future. More effort, Dory. Opens doors. Alles klar. Well, we Die Goldbrigade. divine knowledge capsule is. It turns out it ended up in the hands of Ein el-Ahmar. Let's head back and talk to Al-Haytham. Kann ich mir dieses Foto ansehen? Nee, kann ich nicht. Ach komm. Ich muss es doch auf seine Echtheit überprüfen. So, wo ist denn Al-Haytham? Da. Ich muss noch irgendwie auf diese Schiffe drauf, da ist 100 Pro Loot. Ich meine, ich könnte es ja mal probieren mit, wie hieß die? Ayaka und Chichi. Vielleicht reicht das ja. Ist hier eine Kiste? Ja. Niet. Okay, von hier fliegen wird nichts. Weil dann lande ich im Wasser und dann war's das. Dann komme ich nicht mehr raus. Also ich muss quasi schon von der Küste aus irgendwie losfliegen können. Also von hier. Okay, probieren wir's. Oh nein, ich komme da gar nicht... Oh, toll. Ich komme da gar nicht ran. So. Schade. Okay. Wo ist er? Da. Take it easy. Al-Haytham, we got the info you wanted. Really? All right. Let's hear it. Es sind die Ein al-Ahmar. Dory even gave us evidence to verify the intel. Have a look. Huh, look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites transaction. But then to get close enough to take a picture like this. Bold move, Dory. Very bold move. Dory wäre so ein richtig geiler The Stalker. person in this picture is indeed Misery, the leader of Ein el-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the divine knowledge capsule. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ein el-Ahmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. Right into your hands. Beat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the divine knowledge capsule. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the afternoon of the arranged date, 3 o'clock sharp. Okay. See you then. Ein paar Tage später am Tag des vereinbarten Treffens mit den Ein al-Ahmar. Al-Haytham sure is taking his time. Where could he be? Wieso hört sich Arabisch... There he is. Wieso hört sich Arabisch eigentlich so an, als ob du konstant übelst Durst hast? Wahrscheinlich, weil du die ganze Zeit so kehlige Laute hast, so... Als ob du gerade... Weiß nicht, hört sich irgendwie sehr sandig an, die Sprache. Aber passt ja irgendwie auch zum Ursprung. Und Russisch hört sich halt sehr besoffen an, weil es halt sich sehr, sehr, sehr verwaschen anhört, so die Aussprache für nicht, für Außenstehende. So dieses passt irgendwie. Sorry to keep you waiting.
Let's head to the pier in front of Faros Lighthouse. Yep, let's go. Ich kann es halt ohne Scheiß nicht erwarten, bis wir nach Snezhnaya kommen. Oder Snezhnaya? Snezhnaya oder Snezhnaya? Keine Ahnung. Das wird so geil. Ich hoffe, die machen so ein... Ich wette, die machen so Musik... Also, russische Musik hat halt tatsächlich auch so einen bestimmten Klang, den erkennst du halt sofort. Genauso wie so orientalische Musik. Ich freue mich halt mega drauf. Ich krieg dann wahrscheinlich übelst die Tetris-Vibes, wenn ich das höre. Oder Rush B. So, oh fuck. Ja, oder ich porte mich einfach. Ach, scheiß drauf. Ich schwimme jetzt. Scheißen drauf. I'll hate them. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume you don't mind. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? Fine, your funeral. I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Uh-oh, here they come. Good luck, you two. Ich glaube, der könnte sie auch solo fertig machen. Die sehen halt aus wie Level 1 Peons. That's close enough. Whirling snow! Embrace the ice! One with nature. Fallen leaves. Oh, meine Hilfe jetzt nicht. Hallo Ricky, ich grüß dich. Wie geht's? Oh, da kommen ja noch mehr. Game's up. Fun's over. Busted. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Clouds high. The birds come. Ich schwör, Warcraft 3 hatte eine der geilsten Kampagnen, ey. Academia scum! Oh, es ist eine Cutscene, fällt mir gerade auf. Oh, it's Cutscene-Time. Boss, finally! Did you use it? Great! Now we can... What the fuck? Scheiße, Leute, die Matrix hat ihn. Er hat einen Bug. Das neueste Windows-Update ist buggy. Das hat jetzt Friendly Fire als Feature drin. Wow. We have to cut his Akasha connection, now. Oh, Junge, diese Cutscenes sind so gut, ne? Oh. Damn. Manchmal muss man einfach nur draufhauen, dann geht's wieder. Alles gut bei dir, bei mir alles super, danke der Nachfrage. Bisschen stressig, wegen Studium, aber ich habe noch Zeit gefunden für einen kleinen Stream hier. Do not impede our work. Is that understood, Alhaitham? Of course. I was only trying to help. Take him away. Nice, good job. Wo hat er den Kristall jetzt verstaut? Ich frag lieber nicht nach, ich will's nicht wissen. Warcraft 3 und StarCraft 2 Mega-Kampagnen ist halt wirklich so. Deshalb freue ich mich auch auf das MMO Cybercore, weil das erinnert mich an die Warcraft 3 Zeiten.
Lass die Welt mich vergessen. What in Tibet just happened? It's like that big guy suddenly lost his mind. It looks like he used the divine knowledge capsule. You mean the divine knowledge capsule did that to him? Ha, Friendly Fire. Da wir gerade davon sprechen, vorhin sagte er, hey Pager. Oh yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge from Irminsul? I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World? Sorry, muss gehen, hab noch zu tun. Ist okay. What could that possibly Dann mean? wünsche ich dir viel Erfolg. Danke fürs Vorbeischauen. Was er sagt, ist genau das gleiche, das ich damals bei Irminsul gehört habe. After it took him away, then that means the Academia got the divine knowledge capsule back too. What a shame. We were so close. Tja, hätte er mal vorher ein Backup gemacht. Still, Paimon didn't expect the divine knowledge capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Oh, we were so busy trying to find the divine knowledge capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the Academia, do you have any idea how we can go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Also sie haben basically Google. Kusanali is such a mystery. I'm heading back to the Academia. How about you two? It's almost the day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. Okay, let's go. Then we'll part ways here, Alhaitham. Until we meet again. Okay, let's go. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? Klingt ziemlich sass, um ehrlich zu sein. Durch dichten Rauch und dunklem Wald. Super, erstes Kapitel abgeschlossen. Geh nach Sumeru. Okay, dann gehen wir nach Sumeru. Miss the Sub-Zero's festival, right? Let's hurry and find Dunyarzad. Paimon thinks she must be around the Grand Bazaar, since she showed us around there last time. Okay, Moment, ist es hier unten irgendwo? There she is! Dunyarzad, we're back! Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Es ist immerhin ein wichtiger Festtag. Indeed. The festival's tomorrow. We've been preparing for so long that I can't help but feel a little nervous. There's no need to be nervous. Paimon's sure that Lesser Lord Kusanali will feel everyone's gratitude. Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Discover anything over there? Of course we went. A lot of things happened there. Wir haben herausgefunden, was für ein krasser Ficker Al-Haytham ist in 30 FPS Cutscenes.
Leider konnten wir keine Spur zur niederen Herrin Kusanali finden. I see. Sounds like you two had another exciting adventure. If there is another chance, I would love to join. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime of trouble. Der einfach cockblocken. Ich glaub's nicht. Lass sie doch einfach gehen. It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. It's called cockblocking. It's all right, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think my body could handle it. The festival's tomorrow. I've been doing nothing but causing trouble for you. So, Dia, please take some time to relax. Even when you put it that way, it still Ach, doesn't... die ist so heiß, ne? Don't worry, my guardian knight. Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage... Warte mal, hat sie da das Millenniums-Puzzle unter der Brust? Oh, you two must be exhausted from your long journey back to the city. My apologies for not realizing this sooner. I've already prepared a room for you to rest. Please follow me. Whoa, you're so thoughtful. Paimon's so ready. Kapitel 3. Ach, das war schon das... Nee, warte mal. Der erste Akt war das, nicht das erste Kapitel. So, jetzt sind wir im zweiten Akt. Also, ich will mir das mal angucken hier, gleich. Ohne Scheiß. Über Yu-Gi-Oh! Könnte ich auch so ein geiles Short machen, ne? Bei Yu-Gi-Oh! Gibt es auch so viele weirde Sachen, die man einfach veräppeln kann. Da. Hatte ich die hier überhaupt? Hä, ich könnte schwören, ich hatte die. Oder nicht? Okay, anscheinend habe ich sie gar nicht. Weird. Der. Ob ich der habe, aber ich könnte schwören, ich habe die gepult, aber anscheinend doch nicht. Fairly close to where I've been staying. It looks really nice. Vielen Dank für alles, Dunjasat. Not at all. Just tell me more about your adventures when you next get the chance. Der ist schon nice, aber sie ist useless. Specialty. Hat Yannick gesagt. I can tell you stories next time. Also vom Design her ist sie halt verdammt geil. Sie ist mindestens oberes A hier. Aber, also zwischen A und S Tier, je nachdem wie furry du bist. aber sie ist halt nicht so gut im Kampf, habe ich gehört. Über den Plan für morgen. Oh, if you don't mind, how about we all walk around together tomorrow? All of my friends will be working the festival, and Dia is still insisting on her covert protection. Yeah. It'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? Klar, das machen wir. Let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. Have a great night. It's a deal. Good night, Dunyarzad. I may be too excited to fall asleep tonight. See you tomorrow. Paimon's starting to really look forward to the Sub-Zero festival too. Will there be lots of yummy food? Oh, no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. The earlier we sleep, the better. Let's go inside, Traveler. Ausgerechnet, sie ist so schwach, aber gefühlt jeder andere OP. Nee, Doria auch nicht. Obwohl Doria auch eins der geilsten Designs hat. Did we oversleep? We should go meet Dunyarzad right away. Kleiner Lifehack, man kann nicht verschlafen, wenn man gar nicht erst schläft. Trust me, ich spreche aus Erfahrung. Jedes Mal, wenn mein Schlafrhythmus kacke war und ich morgens irgendeinen Arzttermin oder so hatte, habe ich einfach gar nicht geschlafen, sondern die Nacht durchgemacht. Und siehe da, ich bin pünktlich gekommen. Ihr lernt ja noch die wichtigen Lifehacks.
Ich rede ja von den 5-Stars. Achso, sie ist ein 5-Star. So, warte mal, das ist ja wahrscheinlich dann wieder unten. Traveler, Paimon, I've been waiting for you two. Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. Not at all. I arrived early. Today is finally here. Ist ein 5-Star, okay. Every moment as if it were gold. You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest. You know it. Oh, it's just that, as expected, I had some trouble falling asleep last night. Well, shall we? Let's start with the stalls over there. Okay, let's go. Nein! Es ist eine Escort-Quest. To support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for Ha. the Mora. They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling. Ich dachte kurz, der Typ heißt anders. Let's go take a look. This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, you could tell straight away. I thought most people nowadays wouldn't know. Bro, Amal. Ein Strich weniger in deinem Namen und das Ganze würde jetzt eine ganz andere Bedeutung haben. Mushrooms, flowers, and fruit. It's all vegetarian stuff. Hi Florian, ich grüße dich, willkommen. Disappointed. So, what's the Haftmewa feast you mentioned just now? It's another Sub-Zero's festival tradition. People used to set their tables with 7 different foods. Generally speaking, the most common selections were foods like Rukashva mushrooms, Nilopala lotuses, Sumeru roses, Sunsetias, Kapulatas, Hara fruits, and Zaytun peaches. Mhm, natürlich, ja, kenne ich alle. The Sub-Zero festival is a Gibt's bei uns im Netto. holiday? You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Wait, but if that's the case, if Sumeru uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy meatballs, grilled steak? Das hört sich sehr geil an, lass mal darüber. We have to go to Natlan as soon as possible. Das Reich des Feuers, I Natlan. hope your wish comes true one Von day. welcher Nation wird Natlan repräsentiert? Oder inspiriert? Oh, but we also check out some of these Also other von welcher Real-Life-Nation? Dear customers, would you like to try your hand at alchemical divination? What's alchemical divination? Those two things sound like they'd be fun to try together. Hört sich nach einer Menge Bullshit I an. thought the same when I first heard about it. It is said to be a mysterious craft invented by none other than Lesser Lord Kusanali herself. So, how does it work? It's quite simple. After you give me any 2 alchemical reagents, I'll use them to perform a random transmutation. Sure sounds random. So random that it will probably fail. That is precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only diviner here will interpret the remnants. Das klingt nach einer Menge Bullshit. Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. You could say this is a pearl of old wisdom. Why does everything sound so much more credible when Dunyarzad says it? Are you guys working together? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das alles ein großer Masterplan, um uns abzuziehen. Und die stecken alle damit drin. Bis das neue Gebiet kommt in Genshin, muss ich auch mal die Story weitermachen. Hast du Sumeru auch noch nicht gemacht, oder was? So that's the true wisdom behind it. This young lady sure knows her stuff. So, how about it? Want to give it a try? Ja, ich habe ja keine Wahl. Also machen wir es mal. Was gebe ich dir denn? Ich gebe dir wahrscheinlich am besten nichts Wertvolles. Du kannst von mir hier einen Schmetterling bekommen. Den kannst du zu Staub verarbeiten. Und dann vielleicht noch so ein Käfer. Da wird sich die Peter freuen, wenn sie das sieht. Doch, aber mit jedem Patch kommt noch was Neues dazu. Achso, also hast du nur den aktuellen jetzt nicht gezockt, oder was?
Okay, one moment. It's the moon. Paimon wants to take a look too! Is it? It looks more like a pie that Paimon bit into. Das war vorher ein Käfer. Generally speaking, the moon signifies... Jetzt muss er sich was ausdenken. Wait a moment. Was für ein Bullshit. Really looking it up in a book? Oh, I remember now. It means illusions and lies. Illusions and lies? That sounds rather ominous. Was für ein großer Haufen Bullshit. But this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. He's not even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey. It is up to you to forge your own ending. Oh, thank you so much. I'll keep that in mind. Oh, Bro, dass sie das auch noch glaubt, ne? Dass sie diese Scheiße auch noch glaubt von dem. Oh, Mann. Oh, der könntest du sogar irgendeine Kryptowährung verkaufen, ey. Das ist so eine richtige Krypto-Bro-Persönlichkeit. Ah. Die denkt wahrscheinlich auch, sie wird reich. Sie wird mega Songs machen mit Krypto. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. They say the Sub-Zero's festival was very lively a long, long time ago. Large flower carriages used to parade through the city. As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilu's dance of Sub-Zeros will be just as impressive. Wenn ich diesen Tanz nicht in einer 30 FPS Cutscene sehe, dann bin ich mega enttäuscht. Attention! Was ist denn, wieso sieht er so dämlich aus? Wieso hat er so ein Straßendingens auf dem Kopf? So ein Straßenhütchen. Guy with a weird hat. Hey, it's Dunyarzad! Wow! Und der Schnurrbart sieht auch mega fake aus. Miss Dunyarzad, the children love you even more than the Yalda candies. In the few short days it took to prepare for the Sub-Zero's festival, the children have all grown very fond of you. The hallowed Night of Flowers. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of Ferris, the Knight of Flowers, I commend you on your contributions to the glorious Sub-Zero's festival. All right, little soldiers, take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed! Yes, Knight Ferris! Just what is going on here? Ferris, the Night of Flowers, is another Sub-Zero's festival icon, and one immensely popular with children. In the past, the actor portraying Ferris would also sit on a flower carriage. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can make such wonderful memories today. As are we to you, Vihar. Diese Locke gibt mir richtig harte Armstrong-Vibes. Not at all. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple, and I happen to have some boxes readied here. Take a look and pick whichever one you want. Whichever one? Don't these boxes all look the same? That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Jetzt ist halt das Gacha-System auch schon literally Teil der Story. Really? Die wollen euch halt, Hoyoverse will euch halt anfixen. Um jeden Preis. And there's also lizard tail and oni kabuto. Okay. Huh? What's up with those two flavors? Oni Kabuto is a little spicier than Lizard Tail. Ja, das Gacha-System ist jetzt Kanon. You tried them before? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants the Sunsetia flavor. Beklag dich nicht, wenn ich die falsche wähle. Ich hab's nicht so mit Gacha. Ich hab da nicht so Glück. Ich hab da nicht so das Glück. Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Okay, ich lasse euch entscheiden, Chat. Was wählt ihr? Weil wenn wir Scheiße wählen, dann ist es eure Schuld, nicht meine.
Ihr müsst jetzt für mich entscheiden. Ich bin sowieso scheiße in Gacha. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ist eh alles Jokkels Schuld. Nee, ich lagere die Schuld auf euch aus. Ist dann eure Schuld. So, mach mal Vorschläge. Da ist wahrscheinlich eh nur Scheiße drin in allen 5. 4. Okay, wir haben 4. Wenn keine weiteren Einwände sind, keine weiteren Vorschläge, dann nehmen wir Nummer 4. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Ich nehme Nummer 4. Excellent work. Oh, gute Wahl. Indeed, Sunsetia. Paimon bet you survived so many epic battles because you had incredible luck, and Paimon was right. Nice, Andras, nice. Attention! Here's your Sunsetia flavored candy. Thanks a lot, Knight of Candies. It's Night of Flowers, not Night of Candies. Paimon really wilted the carriageless Knight of Flowers. They all basically sound the same. We got our candy, so let's keep going. Oh, actually, I just remembered that I left something behind. Since you're here, can you come with me to get it? Kein Problem. Dunyarzad, you probably forgot because you're so excited about the Sub-Zero's festival. How embarrassing. Geh zurück in die Nähe des Wohnorts. Okay. We're too late. Who knew the little lady was such an early riser? I know, right? Hey, wait a minute. Boss, isn't that her? Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Those Eremites don't look like they're up to any good. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but I wonder how much the Homayanis would shell out to get you back. They're a gang of kidnappers! Traveler, hurry and protect Dunyarzad! Hey, did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? You're... Dia! Dia the Flame Main! No wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. You sold your unruly mane to the highest bidder. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really are. Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky! Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. No, we're gonna stay and help. There's too many of them. Wir können hier die Sicherheit von niemandem garantieren, weil wir nicht mehr bezahlt werden. Ich arbeite nicht. Alright, fine. Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. After I've wiped the floor with them, I'll go find you all. Ja, gut. Ich hoffe... Oh, warte, das ist auf Zeit, lol. Ich habe halt eine ganze Minute... Sagt man, ich habe eine ganze Minute, um hierhin zu gehen. Also wirklich, da musst du ja echt keine Arme und Füße haben und mit deinem Ohrläppchen spielen, dass du mehr als eine Minute brauchst, um diese 10 Meter zu gehen. I'm fine. Ist ja lächerlich. My body always reacts like this whenever I exert myself too much. You sure Ich hoffe, Dea kriegt das hin. Ich meine, sie ist jetzt nicht gerade strong als 5-Star-Champ. I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia.
After all, none of this would have happened if I hadn't insisted on coming out today. Keine Angst, sie ist sehr stark. Yeah, don't worry. My lady, traveler, found ya. Dia! You took care of them so fast! Wahrscheinlich ist sie weggelaufen. Or rather, did anyone follow you? Niemand. Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally, they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you think. Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? About that. Well, I sold it, 'cause I was low on Mora. Stuff like this happens every now and then. It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparations? Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry. I'm not gonna lose my commission because I made my employer cry, am I? Okay, making your employer cry won't affect your commission, but selling your weapon without permission and getting hurt? I'll have to reevaluate your performance. Das fließt ins Arbeitszeugnis mit ein. You're so unreasonable, my lady. Thank you very much, Dia. Don't be like that. I get embarrassed really easily. Are you feeling unwell again, Dunyarzad? My lady, your condition. Traveler, can you take her somewhere to rest? I'll look around the area to make sure we're safe from an ambush. Okay. Truly, I'm sorry for the trouble, everyone. Okay, ich bringe sie halt irgendwo hin. Wo will sie hin? Nimm Dunyarzad mit und ruht euch in der Nähe aus. Okay, gehen wir mal da an die Sitzbank. Setz dich mal hin nochmal. Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to go. Wie schlimm ist dein Krankheitszustand? Lass mich raten, sie hat auch diese komische Krankheit, die Grandpa hat? I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born Ich wusste es doch. It's terminal now. Ich wusste es. Can't believe it's Elazar! Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago. Compared to the simple fact that I'm afflicted with this, its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me so that I can live for that much longer. Did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the festival. The joy on everyone's faces here, and all the support I've received from friends like Dia. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world, right? Ja, ich werde mich an dich erinnern. Rest in peace. As long as you don't forget Paimon. Aber es ist ja klar, dass wir sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise dann am Ende doch retten werden oder das Heilmittel finden. Even if you forget Paimon, Paimon will still remember you. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step.
Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. Genau, einfach YOLO. Oh, right. Isn't it almost time? Das Fest. Almost time for what? Isn't the dance of Sub-Zeros about to begin? It's the part of the festival that I've been looking forward to the most. Nilou will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zeros festival will conclude amid everyone's applause and blessings. And with that, my wish will also... Then what are we waiting for? Let's go to the stage! Yeah, we should still make it in time. Jetzt will ich aber meine Cutscene. Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior... Oh, willst du mich verarschen? Muss sie das jetzt noch anmelden oder irgendwelche Formulare ausfüllen oder was? Over there! Someone's yelling at Nilou! I think I just saw the Academia's Grand Sage. Why is he here in person? But the Dance of Sub-Zeros is one of the key parts of the Sub-Zeros festival. If we can't perform it... The Sub-Zeros festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an event. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? The Academia was originally responsible for the Sub-Zeros festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. Pass aber auf. This is a hard pill to swallow, but you're right. Things would only get worse. Art, dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Der Typ schreit förmlich Stock im Marsch. Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyargarbaha day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha. Understood. I will inform him when I return. Wenn sie zurückkommt. The Sub-Zeros festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilou, are you okay? Oh, Dunyarzad. You all saw that just now? The Grand Sage ordered us to stop the performance. Yeah. Let's go somewhere the Academia can't find us and perform there. But how do we let everyone know? And what about the atmosphere and the stage? Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just threatened to investigate the organizers. If we were caught... Nilou, it's all right. Don't worry about it. But you've been looking forward to the Dance of Sub-Zeros so much. And I know how important this festival is to you. I don't want you to have any regrets. It's okay. Seeing you care this much about my feelings is more than enough. It would be too risky to continue the Sub-Zeros festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. If you say so. But you can sneak out for the next Sub-Zeros festival, right? We'll make sure the next one is a smashing success. The next one. Yes. Okay. It's a promise. It will be a smashing success. Klingt, als ob sie das nächste nicht mehr erleben wird. Außer wir finden das Heilmittel und wir werden es natürlich finden.
thoughtless geezers. Manchmal muss ich sagen, die Story ist schon sehr predictable. Was können wir noch tun? It really is okay. There's nothing we can do about it. Still, I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Milu's dance. Ich auch, to be honest, ich auch. In schönen runden 30 FPS. Unter diesen düsteren Atmosphäre wurde das Sub-Zeros-Fest zum Abbruch gebracht. A lot happened today. It's a shame the festival ended the way it did. Milu and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zeros festival a success. But Dunyarzad is running out of time. Huch, was? Connections have been secured to construct the most stable framework possible. The project has entered its most critical phase. Power has begun to flow from... What the fuck war das denn? Habe ich zufällig eine Radioübertragung mitbekommen? We're gonna be late! It's all because you wouldn't get out of bed! We should go meet Dunyarzad right away! Warte, was? Das gekommene Sub-Zeros-Fest? Geht zum vereinbarten Ort? Wait, what? Habe ich das nicht vorhin schon gemacht? Good morning, Dunyarzad. Sorry we're late. Not at all. I arrived early. You seem kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Sure! Traveler? Why are you just standing there? Wait a minute. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ooh, they're selling food over Irgendwas ist hier sass. Let's go take a look! Jetzt gehen wir wieder zu Amal. Nicht zu verwechseln mit Anal. Vielleicht mag Amal Anal. Wer weiß? Wir judgen nicht. This is a stall. Vielleicht mag Amal einen Aal Anal. Wir judgen nicht. Quite well informed, miss. I thought most people nowadays wouldn't know. They're all plants! Oh, Paimon's a little disappointed. Actually, what is the Haft-Mewa feast you mentioned just now? It's one of the Sub-Zeros festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendroarchon. Ich habe irgendwie ein vertrautes Gefühl bei dieser Cutscene. Appear to be in the form of the moon. Bin ich jetzt in der Zeitschleife gefangen oder was? Some kind of food. The moon signifies... Jetzt guckt er in seinem Buch nach. It's escaping me for now. Is he really looking it up in a book? Oh, right. It means illusions and lies. But if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. Ist das ein Déjà-vu? Understood. I'll keep that in mind. Der Teil wird jetzt interessant. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. Okay. So, where to next? Da sind wieder die Kinder. Und dieser komische Hütchenmann. Nee, ich lass dich hier nicht hin. Nee, nein. Fuck. All right, soldiers. Now that Yes, Knight Ferris! What's going on? Ferris, the night. Oh, do you want some? What's... Ja, das kenne ich alles. And there's also Great. These boxes Wir nehmen Nummer 4. numbered 1 to 5 from... Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Die sehen halt aus wie Takoyaki. Ich krieg so Hunger. Das war gar kein Glück. Was ist, wenn ich jetzt was anderes gewählt hätte? Ich kann es nicht verstehen, aber irgendwie wusste ich, dass es Nummer 4 sein musste.
it's obviously random. Es gab schon zu viele Déjà-vus. Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Ich muss kurz weg. Oh, sure. Huh? Where are you going? You're just gonna walk off like that? Das ist sehr sass. Der Geschmack von Déjà-vu, es gibt sogar noch Fakt dafür. Nutze deinen Instinkt, um die Bonbonschachtel mit dem Dämmerfruchtgeschmack zu finden. Lol. Ich habe echt einen Erfolg dafür bekommen? Warte mal, heißt das, alle anderen, die nicht Nummer 4 gewählt haben, kriegen diesen Erfolg jetzt nicht mehr? Ist ja richtig scheiße für die. Déjà vu. I have been in this place before. Higher on the streets. A feeling of déjà vu? Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. In that case, Paimon also felt something like that today. But that's just our brains playing tricks on us, isn't it? So, why'd you run here in such a hurry? Was ist, wenn wir alle in einer riesigen Matrix leben und Déjà-vus einfach nur ein Bug sind von einer früheren Version, also ein Bug, wo Erinnerungen einer früheren Version unserer Realität rübergesickert sind? Was, wenn diese Matrix konstant in einer Zeitschleife läuft und jedes Mal, wenn die durch ist und zurückgesetzt wird, dieser Bug dafür sorgt, dass wir ein Déjà-vu erleben? Weil wir diese Events in einer anderen Version dieser Version der Zeitschleife, der Matrix-Zeitschleife schon erlebt haben. Versteht ihr, was ich meine? Es ist alles connected. Ich bin nicht verrückt. Ich hab die Wahrheit rausgefunden. Ja, aber es kann ja tatsächlich sein. Es gibt tatsächlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir alle in einer Matrix leben. Das ist gar nicht mal so abwegig. Vor allem bei der Technik, die wir jetzt schon haben. Wir können ja teilweise jetzt nähern wir uns teilweise wirklich fotorealistischen 3D-Umgebungen an. Letztens gab es ja diese eine Demo mit dem Spiel, mit diesem Shooter aus der Ego-Perspektive, das halt so realistisch aussah, dass die Leute tatsächlich auf Twitter debattiert haben, ob es sich dabei um ein echtes Spiel handelt oder einfach nur um eine Aufnahme. Dann habe ich da ein paar Screenshots gemacht und diesen ganzen Vögeln mal gezeigt, dass das wirklich ein Spiel ist, weil die Leute einfach nicht schlau genug sind, einmal auf Pause zu drücken und sich ein paar Details anzugucken, weil man dann genau gesehen hätte, dass es sich um ein Spiel gehandelt hätte. Und der Entwickler, by the way, auch noch ein Video gepostet hat, wo er zeigt, wie er quasi durch Wände klippt und so. Und die Leute das ernsthaft dann immer noch nicht geglaubt haben, obwohl es halt obviously war. Und ja, ist halt ein bisschen scary, wie realistisch die 3D-Umgebungen teilweise werden. Also es ist tatsächlich nicht abwegig, dass wir irgendwann, vor allem jetzt vielleicht nicht mit herkömmlichen Rechnern, aber später vielleicht mit Quantenrechnern oder so, die nötige Leistung aufbringen, um reale oder realitätsgetreue Simulationen dann zu starten. Das haben wir ja teilweise jetzt schon in Ansätzen gemacht. Das wurde jetzt gemacht mit verschiedenen künstlichen Intelligenzen, also auf ChatGPT basierend. Die wurden ja dann in einem Experiment in einem virtuellen Dorf quasi losgelassen. Also denen wurde dann ein Avatar gegeben und die konnten dann quasi eine Zeit lang halt so einen Tagesablauf halt als normaler Mensch vollziehen. Und das ist ja basically das, was eine Matrix dann auch wäre. So. Die Frage ist dann, wir betrachten ja ChatGPT nicht als lebendig, aber wenn wir selbst uns in so einer Matrix befinden würden, dann wären wir dementsprechend auch nicht lebendig. Nach dem gleichen Prinzip. Hast du Sword Art Online 3. Staffel gesehen? Du meinst Gun Gale Online oder was? Was ist denn 3. Staffel? Also ja, ist schon scary irgendwie. Aber auch sehr faszinierend. Für mich ist es sogar noch faszinierender als scary. Tatsächlich. Das mit Eugeo Alice? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur bis Gun Gale Online gesehen, dann hatte ich keinen Bock mehr. Mal schauen, ob wir es schaffen, das Déjà-vu loszuwerden. So that's it. You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing
if you still get that same feeling of déjà vu. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Bitte einen gebackenen Dattelfladen. Got it. You don't look like you're from these parts, but I gotta say, you've got good taste. I'll give this order to the kitchen. Charcoal-baked Angelina cake? Isn't it that burned thing that didn't look tasty at all? So wie meine Brötchen? Weil dritte Staffel ist auch genau das, eine komplette Simulation einer virtuellen Welt. Ey, imagine, wir wären mit der Technik irgendwann so weit, dass wir halt literally so MMORPGs mit diesem Detailgrad machen könnten. Also wir werden irgendwann sicher an diesem Punkt sein. Es gibt ja jetzt schon teilweise erste NPCs, die eine ChatGPT-Anbindung haben und dann halt quasi wirklich mehr oder weniger dynamisch auf dich reagieren. Das ist halt richtig crazy. Ich kann mir vorstellen, dass man das bei Sandbox-MMOs oder Sandbox-Games allgemein dann richtig geil utilisieren kann. Weil dann ist ja literally wirklich kein Playthrough wie das andere. Wenn jeder NPC eine ChatGPT-Persönlichkeit hat und dann halt individuell auf dich reagieren kann, dann ist ja jeder Playthrough wirklich unique. Musst dir echt mal so SAO Alicization angucken. Alicization danach war auch wieder gut. Ja, aber muss ich mir dann, damit ich Kontext habe, nicht den ganzen Scheiß davor auch noch angucken? Also alles, was zwischen Gun-Gale Online und Alicization passiert ist. Oh, Paimon understands what you're trying to do now. You'd never normally order something like this. Alfheim brauchst du nicht. Habe ich schon gesehen. Alfheim kommt sogar vor Gun-Gale. Das sieht gar nicht mal so scheiße aus, to be honest. Sie sehen aus wie Avocados. Wie überriesige. So American Size. Mit einem schönen Dip dazu. Alicization ist wieder was ganz anderes. Okay. Wohl bekommst. Sieht eigentlich voll lecker aus. Schmeckt ziemlich gut. Das habe ich schon einmal gegessen. That's impossible. We were just talking about how gross it looked. So, would this be a case of taste bud déjà vu? Ich muss diese Methode schon versucht haben. Alfheim war nach Gun-Gale. Nee, Alfheim war vor Gun-Gale. Gun-Gale hat zweite Staffel gestartet. Das kann nicht sein. Alfheim war safe vor Gun-Gale Online. Alfheim, die erste Staffel war Sword Art Online. Und nachdem sie dann Kobayashi oder wie der hieß, also diesen Erfinder von Sword Art Online besiegt haben, danach kam Alfheim Online. Da kam ja dann auch seine Schwester mit rein und die hatte dann ja diesen blonden Elfen-Avatar. Und danach kam Gun-Gale Online. Und da habe ich dann aufgehört. Ich glaube, du hast die Reihenfolge echt falsch. So, Moment. Alfheim war sogar noch Ende erster Staffel, aber die sind dann nach Gun-Gale nochmal in Alfheim, deswegen dachte ich es gerade. Ja, das kann sein, Aber primär in Alfheim waren sie direkt nach der ersten Staffel, nach der guten ersten Staffel. So, warte mal, wie komme ich jetzt hier raus?
there. What a coincidence, Dunyarzad. We meet again. Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. I started to feel unwell after that, so I sat down here. Kidnappers? Oh my goodness, are you hurt? Nee, nach Trinkgeld, das brauchst du nicht unbedingt für Alicization, wenn ich mich recht erinnere. I'm okay. Dia's arm got scratched, but it isn't serious. Whew. That's a big relief. But, Dunyarzad, you see, it's the Sumeru festival, and you've been looking forward to it so much. Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion or strong emotions tend to aggravate my illness. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. Es tut mir wirklich leid, vorhin auf einmal davongelaufen zu sein. It really is fine. I don't mind. Hast du nichts Ungewöhnliches bemerkt? Irgendwelche Déjà-vus? Did something happen? Dunyarzad, have you ever felt déjà vu? You know, like when you've already experienced something that's happening right now? Déjà vu? No. But my days have been the same for years now. Even if I were feeling déjà vu, I suppose I would already be used to it. Oh, Paimon sees. Then, is it only the two of us? Oh, was, wenn sich alle Leute in einer riesigen Zeitschleife befinden? Was, wenn alle Leute die sind doch alle connected mit der Matrix, mit der Akasha. Was, wenn die Akasha so eine Matrix ist und ihr Bewusstsein ist da hochgeladen und die durchleben halt so eine Zeitperiode immer und immer wieder. Imagine. It's almost time. Huh? Time for what? Nilu's Dance of Sub-Zerus is about to begin. Let's go. Und unser Bewusstsein wurde in dem Moment hochgeladen, als wir uns diesen Transponder da ins Ohr gesteckt haben. Ab da waren wir gefangen. Könnte doch sein, oder nicht? What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbaha day. Was mir auch gerade auffällt, we will publicly announce it later through the Akasha. Diese Vögel von der Akademie tragen diesen Transponder am Ohr gar nicht. Vielleicht machen sie das mit Absicht, weil sie dann nicht mit der Matrix verbunden sind und dann die volle Kontrolle über unser Bewusstsein haben oder so. Imagine. Aber es muss doch einen Grund haben, warum alle anderen sonst einen Transponder tragen, aber die nicht. Die sind schon ganz schön sass, to be honest. Shut the fuck up. Kleiner Pedo. Das ist mega sass. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. The Grand Sage ordered us to stop the performance. It's okay. There's nothing we can do about it. But you've been really looking forward to this. I don't want you to have any regrets. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. Didn't the Grand Sage say that he might investigate the organizers? True, but... well, okay. I'll just have to try again next year. The next festival. I probably won't be around by then. Wait, what did you just say? No, nothing. I'll be heading back to rest. Thank you for your help, everyone. Paimon can't believe what those heartless geezers did! Ich weiß nicht warum, aber ich bin gar nicht überrascht. Did Dunyarzad already go back? We should also return and get some sleep. Lass mich raten, jetzt fängt der Tag wieder von vorne an. So, in the end, you still couldn't figure out what that déjà vu feeling was all about?
because of exhaustion. Mein Kopf ist gerade wirklich schwer geworden. Same here. That's why Paimon stopped thinking about it halfway through the day. Du denkst sowieso nicht, Paimon. Bei dir gibt's nicht viel nachzudenken. We settle in and get a good night's sleep. For now, Ah, da, guck mal, guck mal. chalk things up to exhaustion. We could do more thinking tomorrow. Yokkel, schlau. Ich weiß. Ich hab Gymnasium. Danach liegt aber immer noch im normalen Bereich. Alter, ich habe genug solcher Filme und Serien gesehen, um zu erkennen, um solche Muster zu erkennen. Das stimmt doch irgendwas nicht. Wir sind safe in irgendeiner Matrix gefangen. Ich krieg richtig harte The Evil Within Vibes. Apropos, wann The Evil Within 3? Why does Paimon feel so tired after so much sleep? Anyway, we should go meet Dunyarzad right away. Reißt euch diese Transponder aus dem Ohr. Ich muss mal PC neu starten, irgendwas senkt meine Performance. Okay, weird. Dann bis gleich. Vielleicht ist dein PC einfach nur scheiße, vielleicht muss ich ihn upgraden. Good morning, Dunyarzad. Sorry to keep you waiting. Not at all. Huh? I'm doing well. Great idea. Let's get going. Traveler? Schon wieder ein Déjà-vu? Ein starkes Déjà-vu. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship. Okay, jetzt sind wir wieder bei dem Kloßmann. Ach nee, es ist der Ritter da. Der Blumenritter. It's not that simple. Each box contains a and there's also... No problem. Okay, wir nehmen wieder 4. Boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do Nummer you 4, Nummer 4, Nummer 4, Nummer 4. Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Das ist alles mega sass. Wieder da. Ist alles wieder alles mega sass anderes. Paimon knew he always had incredible luck. Nummer 1 ist Echsenschwanzgeschmack. Paimon's not really interested. Wait. How did you know? Don't tell me that you already knew which flavor was in each box. What? Ich bin Hellseher. Right about all of them? That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. You couldn't have known beforehand. Mind reading? X-ray vision? Or some kind of magic trick? This is way too freaky. Tell us what's going on. Since when did you get superpowers? Traveler? Mega sass. Das eben war doch Kusanali. Ist Kusanali jetzt quasi der Morpheus hier in der Story? Muss ich irgendeinem weißen Hasen folgen? Da. Ich meine, sie ist weiß und klein. Würde mich halt echt nicht wundern, wenn die Macher sich von Matrix inspiriert hätten. Folge dem weißen Häschen. Bringen sie alle um? Naja, bringt mir nichts. Sie respawnen dann sowieso am nächsten Tag wieder. Obwohl, ich könnte sie unendlich lang farmen. Wenn sie immer wieder respawnen. Das ist meine eigene Chicken Farm. Vertraute Gestalt, starkes Déjà-vu. Traveler? Sie hackt sich in die Matrix ein. Da.
Der Vogel ist weg. Was hat's mit diesen Tieren auf sich? Kann es vielleicht sein, dass die Tiere Agenten sind oder so? Agent Smiths? What the fuck? Isn't that Dunyarzad? Sie war doch eben noch bei uns. What's happening here? Why are there 2 Dunyarzads? Es ist ein Glitch in der Matrix. You know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? Ja. I'm sure you already know how to use this. Man führte sich hinten ein. Knowledge capsule? Where did you get it? What's inside? Yokkel glitscht schon durch die Matrix. Das ist ganz unbewusst. Ich bin ein Naturtalent. Ich meine, ihr wisst ja, ich bin der Meister im Glitch finden und Bugs finden, also ich übertrage das hier auch in die Matrix. Die Matrix, wenn wir wirklich in der Matrix leben, dann ohne Scheiß. Nee, dass ich am Leben bin, ist der größte Beweis, dass wir nicht in der Matrix leben, weil ich sonst schon alle möglichen Glitches und Bugs gefunden hätte. Dann wäre ich schon gar nicht hier. Dann würde das alles schon zusammenfallen. Aktivieren wir sie gemeinsam, Paimon. Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. What the? Das sind Erinnerungen vieler Tage. Yokkel ist der Oberbug. Ich bin Bug, sein Großvater. No, the 30th? 40th? Just how many times have we been to the Sub-Zero's festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What about everyone else? Why are you only helping the 2 of us? Du bist doch ein großer Tekken-Fan. Wirst du den neuen Teil auch spielen? Ja, würde ich jetzt erstmal nicht ausschließen. Das Problem ist nur, ich habe hier, obwohl doch, ich könnte, wenn er auf dem PC rauskommt, dann würde ich ihn mir wahrscheinlich irgendwann holen. Nur über Konsole wird es halt schwierig, weil ich keine Internetverbindung aufbauen kann, hier übers WLAN, über das Studenten-WLAN. Deshalb kann ich leider auch kein Smash online zocken hier. Erstmal für die Dauer, die ich hier wohne. Ist echt schade. Street Fighter nicht. Ich wollte erst Street Fighter, weil das halt, der Trailer hat mich schon echt krass abgeholt, aber dann kam der Tekken 8 Trailer raus und dann habe ich mich doch eher für Tekken 8 entschieden, weil ich doch eher so der Tekken-Typ bin. Ja, also prinzipiell spricht dagegen erstmal nichts, aber lass erstmal gucken, so wie sich das spielt. Ob das überhaupt vernünftig rauskommt oder auch komplett buggy und broken ist, wie 90% aller AAA-Titel heutzutage. Erstmal abwarten. Was mich bei Tekken aber ein bisschen, wovor ich ein bisschen Respekt habe, ist, dass Tekken noch viel komplexer ist als Smash, finde ich. Also bei Smash, sagen wir mal ehrlich, Smash ist jetzt kein schweres Spiel. Es ist halt sehr einsteigerfreundlich. Tekken, wenn du Tekken lernen willst, da musst du halt so 50 Seiten Spreadsheets von den Charakteren lernen. Und halt noch irgendwelche komischen Mechaniken und so. Oh, es ist so weird. Dann hast du ja für jeweils jedes Körperteil eine eigene Taste. Das ist halt voll kompliziert. Your sense of déjà vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions.
It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. Okay. Den letzten Prügler, den ich gespielt habe, war Injustice 2, das war geil. Den letzten. Injustice 2. Oh ja. War der schwer? Oder war der easy to learn? Was ist mit der Dunja-Saat da drüben? Das ist nur eine Simulation. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Story war nice und der Multiplayer mal was Neues bei einem Prügler. Gut, immerhin. Was soll ich jetzt tun? Wie können wir hier ausbrechen? Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. Du hast dich uns schon vorgestellt. Good, you passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Oh, wait, please don't tell Paimon even you don't know. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside a one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. I can only give you surface-level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. Okay, what the fuck? Doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zero's festival. Aber dann sind wir ja nicht in der Matrix, weil dann würde sich ja ihr Zustand auch mal wieder zurücksetzen. Aber der schreitet ja mal voran. Also sind wir doch in der echten Welt, aber irgendwie auch nicht. Ist alles ganz weird. If we can break out of this samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies. Ich finde es interessant, dass Nahida zwei verschiedene farbige Augen hat. Beziehungsweise... Analogies are Ach nee, nevermind. Das lag nur am Licht. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Vergleiche sind ein wunderbares Werkzeug, genau, finde ich auch. What do you know so far? What do you think the truth is? Welche Rückschlüsse könntet ihr bisher zur Wahrheit ziehen? Lass mal kurz gucken. Oh, das ist ja cool. Trittst du in den Zustand Nachsinnen ein, kannst du einen beliebigen Text wählen, um ihn zu interpretieren. Dabei kannst du den Text analysieren, um möglicherweise einen neuen zu erhalten. Interpretierte Texte können als Schlussfolgerung eingereicht werden. Einige entschlüsselte Texte können miteinander assoziiert werden. Drück einfach auf Assoziation vorbereiten, wähle einen anderen Text und drück auf Assoziation starten. Erfolgt eine Assoziation, erhältst du einen neuen Text. Kann einer der Texte auf der aktuellen Seite als Schlussfolgerung verwendet werden, dann wähle zuerst diesen Text und dann Schlussfolgerung einreichen. Das ist ja richtig geil. Das ist ja wie bei... Das ist ja fast wie Ace Attorney. So ein bisschen. Okay, Moment. Ich lese gerade, es soll nochmal einen Livestream zu Zelda Tears of the Kingdom geben. Bei uns startet der um 3:45 Uhr, als ob wir auch nichts Besseres zu tun haben, als an einem fucking Montagmorgen uns so einen scheiß Livestream anzugucken. Na gut, aber die Japaner, die leben halt auf der anderen Seite der Welt und denen ist das scheißegal, wann wir aufstehen müssen. Kann man sich dann ja wahrscheinlich nachträglich noch geben. Also ich werde mir den Livestream auf jeden Fall auch noch angucken. Mal gucken, was die da noch so zeigen. Ich meine, ich finde, sie haben eigentlich, ein neuer Livestream wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Sie haben eigentlich alles so gut gezeigt, ohne zu viel zu spoilern. Und ich hätte das jetzt einfach so gelassen. Ich meine, es kommt ja sowieso bald raus. In nicht mal einer Woche. Also Freitagmorgen so eine Art Release-Stream. Freitagmorgen, Freitag ist dann, warte mal. Freitag released ist, oder was? Was haben wir denn Freitag? Freitag ist der 12. Okay. Okay, Moment. Déjà-vu. Interpretieren. Right now seems to have happened before.
This feeling has been getting stronger and stronger. Die Reden des großen Weisen. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? Mit diesen 2 Sätzen hat unser Main-Char schon mehr geredet als in den letzten Add-ons allgemein, insgesamt. We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? My mind feels exhausted, even though I haven't done too much. Hi Seria, bekommen. What is going on? Okay, Moment. Hier kann ich eine Assoziation vorbereiten. Samsara und Déjà-vu. Wir stecken in einer Zeitschleife. Ich hab's doch gesagt. Bin ich gut oder was? That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. Okay, jetzt müssen wir nochmal Assoziationen. Ach nee, warte, Schlussfolgerung einreichen. Okay, dann reiche ich meine Schlussfolgerung ein. Wie geht's? Mir geht's gut. You've given similarly wrong answers in the past. Wir progressieren gut durch die Story. Du hast in der Vergangenheit ähnlich falsche Antworten gegeben, wie schade. Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. It feels like time's just repeating itself. Nein, das müsste... Can't explain some of the phenomena. Nee. We're still missing a lot of information. Es kann keine Zeitschleife sein, sonst würde ja ihr Zustand sich auch mal wieder zurücksetzen. Dunyarzad. The Sub-Zeru's festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry and find the truth before today's festival ends. Okay, also müssen wir jetzt Sherlock Holmes spielen. Das ist ja auch mal ein interessanter Ansatz. Gab's vorher auch noch nicht. Think about our current situation. To save Dunyarzad, we have to escape the samsara of the Sub-Zeru's festival. And to do that, we need to figure out what's happening. The truth. Nahida rejected the idea of a time loop, so we must have missed something, right? Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more productive than sitting here and scratching our heads. Why don't we start with those stall owners? Wenn es keine Zeitschleife ist und keine Matrix, dann werden unsere Gedanken vielleicht extern durch die Akademie kontrolliert und wir werden alle einfach in Realtime immer wieder zurückgesetzt. Wie NPCs halt. Aber die echte Zeit läuft halt immer weiter. Deshalb, das würde erklären, warum auch die Krankheit von Dunyarzad immer weiter voranschreitet. Weil es sich bei einer Normalzeitschleife ja dann immer wieder zurücksetzen würde, was es nicht tut. Das würde auch erklären, warum die Akademie ausgerechnet keine Ohrtransponder trägt. Damit sie selbst nicht aus Versehen vielleicht zurückgesetzt werden. Auf jeden Fall ist dieser alte Pedo mega sass. Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend? She's feeling a little unwell. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. Nein, danke. Aber kommt es dir so vor, als seist du in einem einzigen Tag gefangen? Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. I haven't felt anything strange. To put it another way, if you really think about it, was yesterday truly yesterday? Did you actually come back from the forest yesterday? What kind of philosophical nonsense is this? Are you two daydreaming? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with.
point. Is this a dream? Is everyone dreaming? Er hat auch gesagt, dass die Menschen von Sumeru nie träumen. True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. Let's keep asking around. Oder vielleicht schlafen wir einfach alle. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Und sind ein paar wirklich seltsame Dinge passiert. Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. You're really excited about this, huh? That's exactly why we came back. Help you better understand it? Well, that isn't exactly what I excel at. So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of Schön direkt. situation did you get into? Wir sind im Tag des Sabzerus festgefangen. Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said, are you serious? Does that kind of thing actually happen in real life? I knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. Can you read any more into it? I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just fortune-telling. It's no good for practical problems. We haven't made any progress. Who else can we talk to? Der? Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Versuchen wir ihr die richtige Dunyasa zu zeigen, die da rumliegt. To Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. At this time of day, Dia's probably just finished beating up those kidnappers. Let's go find her. Was ist, wenn alle, die diesen Transponder haben, einfach nur konstant träumen, in so einem Traum gefangen sind und die Akademie kann über die Akasha in ihre Träume eindringen und sie steuern oder so? I'm fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you are here. Paimon, traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous Du hast sie gerade zurückgeschlagen. Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you do something for me? You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. Oh, okay, warte. Die Leute von Sumeru träumen nicht. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. Das zum Beispiel ist eine Sache, die nur sie wissen könnte. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? Ich finde es schön, dass sie den Synchronsprecher des Main-Chars auch endlich mal ein bisschen stärker einbinden. Und der nicht immer nur einfach random in irgendwelchen, in 3 Cutscenes pro Add-on einfach irgendwelche Laute von sich gibt und das war's. Oder 3 Sätze, 3 Wörter. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? Ich glaube, Deas Großschwert ist das Richtige. Tell her, Traveler! Du hast das alte Großschwert, du hast dein altes Großschwert verkauft, um das Fest zu unterstützen. I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known.
And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? Alright, so this is the situation. Ihr erklärt dir ja alles. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. Hast du in letzter Zeit keine Veränderung an Dunjas bemerkt? She's quieter than usual. Uninterested in anything and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. Das ist wahrscheinlich ihr Are you angry? Traumavatar oder so. Und das, was Nahida uns gezeigt hat, das war sie in Real Life. Das ist, was draußen gerade abgeht. Ich zeig dir einen Beweis. Alright, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dunyarzad isn't completely safe here. Komm, ich zeig dir mal einen echten Dunyarzad. I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Wisst ihr, was mich richtig triggert? Sie schläft einfach eiskalt mit Schuhen im Bett. Allein dafür hat sie schon verdient zu sterben. Hold on. Over there. Is that? Kannst du sie sehen oder riechen? Wow. How perceptive. Does she have invisible antennae? Wahrscheinlich die Fake-Katzenohren. She's lying down here, isn't she? Das sind eigentlich ihre Antennen. Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret. Der ist schon OP, aber leider nicht im Gameplay. Nee. Nur in der Story. Genau so. Bei Venti ist es halt andersrum. Venti ist halt strong im Gameplay, aber halt useless in der Story. Do you believe us now? The Sumeru's festival has been repeating itself. Du beginnst dich mit der, die die Situation akzeptiert hat, zu besprechen. You think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sumeru's festival as a sick joke. Und deshalb ist das Vorhaben von Elon Musk sehr kritisch zu betrachten. Dieses Gehirnimplantat. Nee, danke. Wenn ich solche Games wie Genshin zocke, dann habe ich irgendwie wenig Bock auf so ein Hirnimplantat. Also nicht, dass ich schon vorher irgendwie Bock hatte. Aber ich habe keinen Bock, dann in einer Zeitschleife gefangen zu sein. Oder in einer Traumschleife. Sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. Nahida, hast du Informationen zu Akasha? Right. Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha. The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes,
The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people. Boah, krass, Paimon. Das hätte ich so 1:1 nicht wiedergeben können. Paimon ist wie so ein Papagei. Ist zwar gut, um Sachen wiederzugeben, aber immer noch stockdumm. Sie hat das gerade legit so gesprochen, als hätte sie das ganz plain von einem fucking Blatt Papier abgelesen. Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. Hast du eine Idee? I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Das Wissen von Akasha kommt vor allem von Irminsul. Oh yeah, that sounds about right. What do you think? Aber was, wenn sie Irminsul die ganze Zeit so lange voll quatschen, bis er die Informationen an uns alle weiterleitet? So richtig entnervt. Einfach nur, damit die Leute in der Akademie die Fresse halten. Die Leute von Sumeru träumen nicht, weil sie sich schon in einem Traum befinden. Imagine. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Information von Akasha. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate. As Ja, okay, das sagt mir jetzt nicht viel. Obwohl doch, sagt mir schon viel. my mind feels exhausted, even though what's happening right now seems to have happened before. Schlussfolgerung. Schlussfolgerung. Information von Akasha. Okay, Nahida said the people in Sumeru don't dream. Ich nehme mal das. That doesn't sound right. Nein, ich wollte das nehmen eigentlich. Doesn't sound right. Ich meinte eigentlich das. Doesn't sound Sorry, ich bin abgerutscht. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? So wird's wohl sein. Die Akasha ist einfach eine riesige Matrix. Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. Den Geist beherrschen. Das habe ich doch gesagt vorhin. Ich hab's gecallt. Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Nein, dann wirst du sterben. Tu es nicht, obwohl Paimon, tu es doch. Du als Erste. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words, when this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. Wir wissen, du stehst auf Paimon. Ich weiß nicht mal. How does everyone feel? Bro, Paimon sieht aus wie eine Vierjährige. Was willst du mir hier unterstellen? Ehrlich gesagt habe ich noch etwas anderes bemerkt. Paimon ist halt literally die fliegende FBI-Trap. Die wächst noch. Ich wette, eine der Theorien ist, dass Paimon halt eine der letzten Endgegner ist. Oder dass sie in irgendeiner Form mit dieser einen Göttin aus der Intro-Sequenz verwandt ist oder zu tun hat. Und wahrscheinlich wird sie dann ihre wahre Form revealen und dann wird sie wachsen. Und ihr Brustumfang wird vor allem auch erwachsen. Safe. Paimon wird dann instant zu Waifu. Waifumon. Höre ich einen Tick? Vielleicht wird dann ihre Stimme auch normal, wer weiß. Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a
beep. Paimon, Thaimon. Paimon ist gut, das gefällt mir. Ich habe es in Normus auch gehört. That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Hier schon wieder. Das ist wie bei... Das ist halt literally wie bei The Evil Within. Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside my head. We took off our Akasha terminals. Und es geht wieder von vorne los. Die gesamte Laufzeit dieser Phase. Das hört sich sehr sass an. Paimon remembers everything! Good. You adapted quickly this time. Am Ende der letzten Nacht. Definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why's that? Wurde uns eine andere Form vom Akasha-Kontrollgerät eingepflanzt? Nee, wahrscheinlich haben wir nur geglaubt, wir hätten es abgelegt. But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nihida, you've never told us anything about yourself. I guess I'm the moon. The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, Also ist sie eine Fälschung. won't help you get closer to the Sie ist truth. eine Illusion. So you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. Dankeschön, dass ich den Scheiß nicht nochmal machen muss. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Irgendwas stimmt hier nicht. Dia? Du hast keine Wunde. What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Hast du dich denn schon an dein neues Großschwert gewöhnt? How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Junior's. Autostreck Storyline 101 einfach Timeloops einbauen und die permanent neu erleben lassen. Das habe ich mir vorhin auch echt literally gedacht. Das ist halt eine günstige, einfache Art, eine Story halt zu stricken. Aber ich verzeihe Hoyoverse. Das ist ja das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Und das ist auch irgendwie ganz cool, weil es das erste Mal ist. So Dia's lost her memories after all. Hast du dich irgendwie seltsam gefühlt? Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Liegt das daran, dass wir die Kontrollgeräte gestern abgelegt haben? Yeah. Paimon's feeling really hopeful. Kann es sein, dass wir uns schon befreit haben? Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. Wenn der Tag vorbei ist, wissen wir es. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so...
So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Oh, nice. Dankeschön, Dankeschön, dass ich das nicht noch machen muss. Nicht nochmal. Imagine, du müsstest diese Kacke jedes Mal neu machen. It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. Literally ich mit 14 Jahren, als ich dachte, ich wäre besonders clever und philosophisch. Okay, no more. Simon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Mach deinen erlösenden Toilettengang. Warte mal, kann Paimon überhaupt kacken? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. Is that so strange? It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. Duk-Duk. Duk-Duk. Just a minute ago. Holen wir uns erstmal aus. Los, Paimon, mach einen Duk-Duk. Even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, it feels like it's been Vielleicht trägt Paimon auch eine Pampers. we've really gotten to relax. Let's go back to our room. Es geht weiter. Fahrt mit der Ernte fort. Das klingt so strange. We're still in the same day. Sieht aus, als sei es nicht so einfach wie gedacht. Nahida, Hallo Hardy, willkommen. already knew last night that Bist du back von der Arbeit? out of the Samsara. Why did you tell us? Oh, beruhigt euch, Paimon. You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. Es ist Sonntag. Opportunity like that doesn't come by often. Ja und? I thought it might help you clear your minds. Arbeitest du am Sonntag nicht? Duke did that. Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been Nicht? everything to me. I see. It's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my Morgen sollte dein Paket ankommen. In other words, Gut, dass ich morgen nicht zur Vorlesung gehe. I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Ohne euch wüsste niemand, dass es mich gibt. Ja, weil alle schlafen, oder was? Seit die höhere Göttin verschwunden ist. Oder wie? Nahida's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough. Oder vielleicht existiert Nahida nur in Akasha irgendwie. New clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Die Zeitschleifentheorie hat sich als falsch entpuppt. Why are you scrapping your previous theory? Wegen Deas kämpferischer Weiterentwicklung, wegen der Verschlechterung von Dunyarzads Zustand. Ich meine, es ist offensichtlich. Morgen sollte dein Paket ankommen, zumindest steht voraussichtlich am nächsten Werktag. Also rechnen wir mal mit mindestens 2 Tagen. Moment, was sagt denn die Lieferbestätigung? Die Sendungsverfolgung.
Sendungsverfolgung Pakete. Die Sendung wurde zurückgestellt. Die Sendung-Zustellung erfolgt am nächsten Werktag. Okay. Gut. Mal gucken. Oh, yeah! You're right! Gosh, how did we not notice that? In a simple time loop, people's physical conditions should also reset. So, Echt, Paimon, wirklich. Ich muss jetzt einmal pissen. Nach dem Toilettengang fühlt man sich ja wie ein neuer Mensch, ne? Ich mache einmal einen Duck-Duck, Leute. Bis gleich. Upsi. Ich grüße dich. Yokkel gerade knochenfreie Masse am Abwerfen gewesen? Ja, ich habe gerade Duck-Duck gemacht. Also, was haben wir für Informationen? Körpergedächtnis. Mercenaries rely heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. Okay. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night. Even... Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is... We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times. The moon, illusions, and lies. Okay, lass mal Assoziationen checken. Erinnerung täglich löschen. Na, alles klar. Ja, ja. Schon. Gerade schon. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive the same day again and again. Echt? Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Unsere Erinnerungen werden jeden Tag gelöscht. Oh, then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. Ja. That's why when we wake up, Freut mich zu hören, danke. the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. Schon hyped auf auf Tears of the Kingdom. Can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. Hä, aber warte mal. Aber Körperwunden? Hä, das ergibt aber keinen Sinn. Sie hat auch am ersten Tag eine Wunde am Arm gehabt. Selbst wenn ihr Gedächtnis zurückgesetzt wird, dann kann doch ihre Körperwunde nicht zurückgesetzt werden. Dann müsste sie die doch am nächsten Tag trotzdem behalten. A brilliant deduction. Und dann müssten auch Narben übrig bleiben von. Nahida, tell us if we're right or wrong. Noch nie gehört? Zelda? Zelda? To put it simply, it's as if Aber you've okay. mistaken the Dann power hat sich das of schon a erledigt. firefly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. That isn't simple at all! Stimmt es also immer noch nicht. Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right! She did help us find our latest clue after all. Let's go! Soll ich jetzt hier runter oder was? Hab noch nie Zelda gespielt. Echt? Keinen einzigen? Lol. Das hört man auch nicht oft, ehrlich gesagt. Ich würde dir Wind Waker empfehlen. Guter Teil. Really took me a while to find you. Ocarina of Time und Majora's Mask sind auch verdammt gute Teile, aber sie sind auch relativ schwer, weil da einem nicht so die Hand gehalten wird wie in den neueren Teilen. Und Hinweise sind ein bisschen versteckter, da muss man schon sehr viel rumprobieren und Leute anquatschen, bis man auf die richtige Lösung kommt. Twilight Princess ist ganz cool, ist einer der düstereren Teile. Ja, oder Breath of the Wild halt, ist halt sehr modern und relativ geil eigentlich. Außer dieses verkackte Durability-System der Waffen. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used Ocarina of Time kenne ich zumindest ein paar Osts von. Ja, hat auch ein paar geile Osts. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! Traveler, could you explain the situation to her today? Kommen wir direkt zum Wichtigsten. I'm a little sick of doing it. Oh, that works. Der Grund, warum du jetzt so gut mit deinem Großschwert umgehen kannst, ist... Jede Nacht verschwindet die Erinnerung an den vorherigen Tag. What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Wir wurden von dem Priester gewololot. Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. All right then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this great sword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Das ist ein guter Punkt. My wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Aber was, wenn die ganzen ausgegebenen Güter immer wieder nachgefüllt werden? Wenn sie die Daten aus Akasha und die Ressourcen der ganzen Stadt nutzen? Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. Eben. It's not very likely, but it's also not impossible. Hast du schon mal in Honka Star Rail reingeschaut? Noch nicht. Ich hab's mir runtergeladen, aber ich werde das erst anspielen, wenn ich mit Sumeru durch bin. Und Tears of the Kingdom. Das kann nicht sein, dafür habe ich einen Beweis. Was? Wo? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer.
Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. Jetzt bin ich gespannt. This is it. Eine Trainingspuppe. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. Ich habe so brutal reingesuchtet, für mich easy Game of the Year so far. Hätte nicht gedacht, dass mich Story und Gameplay so packen würden. Ja, storytechnisch macht Hoyover's echt gute Sachen. Also du musst dir auch mal die Zusammenfassung der Story aus Honkai Impact geben. Die ist halt insane. Und auch entfernt connected mit Genshin. Aber die haben halt ein richtig nices Universum aufgebaut. Und die Cutscenes sind halt auch, die sind halt richtig Premium. I'm a professional. Nur das Game an sich ist lutscht halt. Ich hab's halt versucht zu zocken. Aber Honkai Impact ist halt überhaupt nicht gut gealtert. Das Interface, also das hätten sie mit dem ganzen Geld, das sie jetzt durch Genshin gemacht haben, hätten sie mal Honkai ein bisschen überarbeiten können vom User Interface. Es ist halt so 2010 einfach. So es sieht halt auch 2010 Mobile Game aus. Es spielt sich auch komisch. Das Menü ist mega überladen und ist halt typisch mobile-artig, also gefällt mir überhaupt nicht. Voice Acting gibt's nicht so viel, es ist alles sehr viel textlastig. Also in den späteren Kapiteln soll es anscheinend dann besser sein, aber am Anfang macht's halt so einen weirden Eindruck, ne? Du kommst einfach nicht wirklich rein. Es ist sehr, sehr clunky. Aber die Story ist halt richtig nice. Und die Cutscenes. Is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. Hat mich auch nie richtig gepackt. Schade eigentlich. Unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they use some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Dann können wir diese Möglichkeit wohl ausschließen. I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain-exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Wir befinden uns nicht in der gleichen Realität. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Irgendwas kommt mir auf einmal faul vor. Paimon feels like everything's been strange lately. Irgendwas ist faul hier. Warum haben wir nie darüber nachgedacht, die Stadt zu verlassen? Ich meine, ich habe es eigentlich schon 5 Millionen Mal gemacht, aber... Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? Wirklich merkwürdig. Es ist so fast so, als ob jemand uns davon abgehalten hat, darüber nachzudenken. Vielleicht wurden wir beeinflusst. Maybe we've forgotten something about leaving the city. Warum sollen wir sie fragen? Lass uns doch einfach gehen, bevor der Tag rum ist. Warum müssen wir jetzt extra mit Nahida quatschen? Das ist doch Zeitverschwendung. Habt ihr es gesehen? Sie hat gerade gestanden, ich hab's gesehen. Ihr habt's auch gesehen, oder? Ist alles eine Lüge. Eine Illusion. Das war gerade der Beweis. Das nächste Mal laufe ich hier mit Fotokamera her, warte mal.
Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Sie hat gerade gestanden. Mit den Füßen, mit den Schuhen auf dem Bett. Da ist der Beweis. Wir müssen einfach nur... Wir müssen eine Dea mitbringen. Early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Haben wir wirklich noch nie versucht, die Stadt zu verlassen? Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans Bestraf sie. twice before. Gleich. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kind of strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Versuchen wir es morgen nochmal. Yep. Something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Und dann bestrafe ich sie, weil sie mit Schuhen auf dem Bett stand. Und mit Schuhen im Bett schläft. Memories are back. Versuchen wir heute die Stadt zu verlassen. Los geht's. About that. Well, where should Paimon begin? Was möchtest du sagen? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Lol, von wem? Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sabzeruz festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. It's time to carry out our plan from yesterday. Versuchen wir heute die Stadt zu verlassen. Let's go. Okay, das ist der Stadtverlassplan jetzt, ne? Jetzt erleben wir nochmal die Erinnerung. Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Anscheinend vertrauen dir die Leute der Akademie überhaupt nicht. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. Stimmt, er ist nur ein Peon. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Bleib hier. Why? Are you going to leave Paimon behind? Unsere Erinnerungen können sich ändern, wenn wir die Stadt verlassen. What if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Dann kann Paimon dir nicht helfen. Ha, 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 ha. Guter Witz. Du bist höchstens eine Minushilfe. can't do much, but we've always been together, haven't we? Wenn wir zusammen rausgehen, wird es genauso sein wie zuvor. Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon
Los, lauf. Jetzt hast du die Möglichkeit, sie loszuwerden. Lauf und blick nicht zurück. Versuchen wir heute die Stadt zu verlassen. Was ist los? Paimon would never see you again. You just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. Scheiße. Wir hätten es fast geschafft. Wir waren so kurz davor, sie endlich loszuwerden, aber dieses scheiß Akasha hat uns nicht gelassen. Das hier ist wahrscheinlich eine Höllenschleife oder so. Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Obwohl ich nicht weiß, was ich getan habe. Ich werde dich nie verlassen. Okay. Weil es mir nicht erlaubt ist. Das Spiel erlaubt mir nicht, dich zu verlassen. Thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? Paimon erzählt euren gestrigen Plan. I see. Using Together forever. different perspectives. Kann ich mich hier irgendwo umbringen? You left the city. Einfach mit dem Kopf voran von irgendeiner Brücke oder so springen? But then you disappeared in an instant. Hast du dich nicht geirrt? Vielleicht warst du abgelenkt. No way. Ich bin einfach despawned. Watching you with the fullest attention. What's your perspective? Yokkel wird Paimon nie wieder los. You sure Nein. you don't have any memory of this? Was heißt wieder? Ich werde die einfach grundsätzlich nicht los. Ich wusste gar nicht, dass es einen gestern gab. I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? Es ist nicht nur verboten, Sumeru zu betreten und zu verlassen, auch die Erinnerungen derjenigen, die die Stadt verlassen, werden gelöscht. Really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. Außerhalb der Stadt ist ein Limbo. Da ist die Lobby. Außerhalb der Stadt ist die PUBG-Lobby. Da prügeln sich dann die ganzen Archons mit Fäusten so. Könnte etwas anderes hinterlassen werden. Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. Naja, ich muss sie ja noch bestrafen, weil sie mit Schuhen im Bett schläft. Okay, wir passen auf. Muss ganz schön langweilig sein, so ohne eine Switch oder so, da die ganze Zeit rumzustehen. Oder ohne Smartphone. I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? You made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Ein Versuch ist es wert. Let's go then. Let's expose those sages. Du musst hier bleiben. Bitte. Alright. Ich versuch's noch einmal. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. Auf Nimmerwiedersehen, Paimon. Okay. See you tomorrow, traveler.
That covers everything that's Fuck. happened so far. Okay, das war die Vergangenheit. Ich habe es zum zweiten Mal also nicht geschafft, sie loszuwerden. Die wurde von mir gesendet, nachdem ich die Stadt verlassen hatte. Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Tag 752. Ich bin immer noch mit Paimon zusammen. There are countless spaces here. Our Subzeru's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. Sie hätten Paimon zu einer reinrassigen Tsundere machen sollen. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es mit der Stimme besser geworden wäre. Paimon wäre weniger schlimm, wenn sie nicht diese Kack-Mickey-Maus-Stimme hätte die ganze Zeit. All these spaces are empty except for the Ja, viel Ding. mute puppets Das rather geht than vollkommen. people. I can't sense any human presence. Ich bin draußen einfach in dieser Final Fantasy Lobby. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, Wie war dein Stream, Shironox? spaces all had very weird contents. There's another part here. We only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. Sonnenähnlichen Ort. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Okay. Why did the message end right there? What did the traveler want to say? Vielleicht sind diese Räume... Jeder Raum stellt das Bewusstsein einer Person dar oder so. Oh, right. Keine Ahnung. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? War sehr gut, bisschen mehr los gewesen. Leute mögen Multiplayer-Shit mehr, I guess. Was hast du... Aber du hast doch Dingens gezockt. Atomic Heart oder nicht? Und es ist Sonntag. Ja, leider. The message. It should have come from the traveler's Akasha Ach, terminal. Rocket League auch. Ups. After the beep, Traveler said even the final spaces also disappeared. Hast du gestern durchgespielt? Oh, nice. What do you think that final space could have been? Und deine Meinung so dazu? Räume, in denen niemand gewesen ist. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A lack of human presence. Hm. All the bizarre... Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be Das ist catastrophic? echt gut. Solide 7 bis 7,5 von 10. Das hört sich gar nicht mehr so scheiße an. Was ist jetzt als nächstes auf dem Plan? In this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Okay. Schlussfolgerung. That doesn't sound Nein, right. das ist nicht richtig. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Kurz Legacy durchspielen, dann Breath of the Wild. Du meinst Tears of the Kingdom, dann Final Fantasy 16, dann Dead Space und super, aber klingt geil. Tears of the Kingdom und FF16. Oh, FF16. Da bin ich gerade echt am meisten hart drauf. Endlich mal wieder ein nices Final Fantasy. Nach dieser Enttäuschung von FF15. Ich meine, ich fand FF15 nicht scheiße, aber ich fand's halt auch nicht geil. Ich fand's halt mit. Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Ich fand halt die Story über so eine Gang von Bros und die ganze Bromance und die Broship fand ich halt richtig cool, da habe ich so gefühlt, aber keine Ahnung, es war halt
zwar halt der Kern war da, aber alles andere drumherum war irgendwie unfinished und ist auseinandergebröckelt. Das Kampfsystem war irgendwie nicht so cool. Das war so wischiwaschi, schwammig. Ganz komisch. Die Story hatte teilweise große Plotholes und Sachen, die einfach nicht passiert sind. Oder erst in DLCs aufgeklärt wurden, die du dir kaufen musstest. Die anderen beiden sind einfach nächste Prio, war mit und deswegen mega enttäuschend. Und ich hab's mir für den Vollpreis geholt. Die Welt war viel zu leer, wie durch Nordamerika zu düsen ohne lebendige Natur. Ja, Dungeons waren kacke. Ja. Das vor allem der Secret Dungeon. Der Secret Dungeon an sich war eigentlich wäre in der Theorie ganz cool gewesen, aber die Tatsache, dass diese Sprungphysik einfach so weird ist und du da teilweise sehr viele Jumping-Puzzles hast, das war einfach scheiße. Das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Das Materia-System war auch komisch. Beschwörungen waren broken as fuck und auch irgendwie, keine Ahnung. Beschwörungen waren so, weiß nicht, so weird. Keine Ahnung. Bin mal im Lurk, wünsche noch viel Spaß. Alles klar, Fipsi, dankeschön. Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. Nichts anderes als ein Spiel, bei dem die Archonten um 7 Thronen in der Halle wetteiferten. Echt? So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small... Charaktere waren alright. Die Musik, ja, die Musik ist vielleicht eines der wenigen richtig nicen Sachen an FF15 gewesen. FF-Elemente haben natürlich alle etwas angehoben. Wäre es kein FF, wäre es schlechter als Forspoken für mich. Ich fand Forspoken, von dem, was ich gesehen habe, fand ich jetzt auch nicht so scheiße wie... Also ich finde, Forspoken war jetzt kein mega nices Spiel. Vor allem die ersten Stunden waren halt übelst cringe. Aber ich finde, es hat auch nicht den Hate verdient, den es halt bekommen hat. Also die Tatsache, dass GameStop halt literally tonnenweise oder eimerweise Forspoken-Spiele weggeworfen hat, in den Müll geworfen hat, fand ich halt schon ein bisschen over the top. Also, come on, Forspoken ist halt vielleicht mit. Aber es hat jetzt nicht die Anthem-Behandlung verdient. Nicht mal Anthem hat die Anthem-Behandlung gekriegt, die Forspoken bekommen hat. Forspoken wurde halt schlechter behandelt als Anthem. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Geheimnis. Gib mir einfach etwas Zeit, ich muss meine Gedanken ordnen. Hey, where are you going? Ja, also schon ein bisschen übertrieben. Ich glaube, die Leute sind auch teilweise durch die ganzen Kritiken und die Influencer sind die auch auf diesen Bandwagon aufgesprungen, um Forspoken möglichst extrem zu haten. Was ich dann doch schon ein bisschen übertrieben fand. Also es gibt halt viel schlechtere Spiele, die halt weniger Hate abbekommen haben und da es auch das erste Spiel dieses Studios war von Square Enix, also das erste eigene Spiel, hätte ich da noch mal ein Auge zugedrückt. Aber Square Enix hat das ja dann direkt eingestampft und in sich... Wenigstens hat Square Enix die Mitarbeiter, die Entwickler des Studios, ich glaube Luminous Production hieß die, hat Square Enix die Mitarbeiter dann bei sich aufgenommen und nicht einfach auf die Straße gesetzt. Schon hat der Cringe-Dialog richtig abgekapselt von der Realität, von dem, was Leute sehen wollen und womit sich Leute identifizieren können. Ja. Das auf jeden Fall. Ich finde, das passiert sowieso zu oft mit den Kritik-Bandwagons. Ja, ich finde, man sollte auch ein bisschen selber da nochmal rational drüber nachdenken. The dance of Sub-Zeros is about to begin. Und sich fragen, ob das dann gerechtfertigt ist oder nicht. Zum Beispiel, ich finde den Hate auf... Ich finde den Shitstorm, den Jedi Survivors bekommen hat, finde ich irgendwo gerechtfertigt, weil, come on, das ist nicht irgendeine kleine Indie-Firma, sondern das ist halt fucking EA. Die haben halt den ersten Teil haben sie sogar noch hinbekommen und dann den zweiten Teil, da haben sie es nicht hingekriegt,
vielleicht das Spiel, den Release einen Monat rauszuzögern und in dieser Zeit intensives QA-Testing zu machen mit verschiedenen PC-Setups, damit das einigermaßen flüssig läuft, aber dann 70 € dafür zu verlangen, da finde ich das schon wieder gerechtfertigt, den Hate. Ich meine, das Spiel an sich ist ja kein schlechtes, aber der Zustand, in dem es released wurde, der verdient auf jeden Fall Shitstorm. Und es ist einfach traurig, weil es ein weiteres Beispiel dafür ist, wie heutzutage einfach gefühlt jedes zweite AAA-Game unfertig released wird. Das waren die gleichen, die an FF15 gearbeitet haben, oder nicht? Ja, kann sein, dass es das war das Team, was an FF15 gearbeitet hat, wenn ich mich richtig erinnere. Das kannst du sogar daran erkennen, dass sie sogar noch 1:1 dieselbe Engine verwendet haben wie damals. Also die Luminous Engine. Aber wenigstens haben sie das Movement ein bisschen besser gemacht, weil es ja in FF15 echt gelutscht hat. Wäre es ein lineares Spiel, würde ich es bestimmt sogar zocken, aber keinen Bock auf tote Open Worlds. Ja, das ist so das Ding, was viele AAA-Entwickler auch heutzutage irgendwie nicht verstehen, dass wenn sie schon eine Open World machen, dass sie dann die Open World auch mit möglichst vielen Dingen, sinnvollen Dingen füllen. Nintendo versteht es mit Zelda. Wäre das Game überhaupt am Laufen gewesen, so oft wie das gecrashed ist? Meinst du jetzt Jedi Survivors oder Forspoken? Mandalorian Staffel 3 ist gerade geendet, ganz kurz vom Star Wars Day. Noch rechtzeitig vor Tears of the Kingdom, wo sich keiner traut zu releasen im gleichen Moment. Der Sub-Zero-Tanz ist schon diese Zeit. Es ist schon diese Zeit. Achso, Survivors. Ja, ist fucking traurig. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, traveler? Time is ticking away. Ich denke, ich habe die Antwort gefunden. Awesome. What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time we're gonna get to the truth. Das Timing war halt sehr gut für die, aber war halt dumm. Ja. Jetzt kassieren sie Shitstorm. Aber hey, es ist EA. Die juckt das, glaube ich, eh nicht so sehr, weil es ist fucking EA. Und die Leute kaufen es eh. Die einzige Sprache, die EA spricht, ist Geld. Und wenn die Leute schön fleißig solche AAA-Titel vorbestellen, dann können die auch noch so broken sein und da kann auch noch so ein großer Shitstorm auf Twitter dann ankommen. Dann wird EA trotzdem wahrscheinlich so weitermachen. Das ist ja das Problem, was wir mit vielen AAA-Entwicklern haben. Take it easy. Kauf dir halt eine 4090 für 40 FPS, damit du deinen Sense of Pride and Accomplishment hast. Ja, genau, der clevere Spruch. Einer der Classics von EA. Ein zeitloser, geistreicher Kommentar. Genauso wie Singleplayer-Games sind tot. Ne? You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Am meisten gedownvoteter Kommentar auf Reddit. Bis jetzt. Ich würde ihr echt zutrauen, dass sie das noch unterbieten könnten. Kauf dir eine 4090 für mehr FPS, Jedi Survivors be like, fick dich, crash trotzdem zu Tode. Ja, ist halt so. Dabei ist nicht mal die Grafikkarte das Problem, sondern anscheinend gibt es irgendwie einen CPU-Bottleneck. Okay, first off, have you discovered the hidden truth? Okay, Nahida said the Akasha. Ja, das kenne ich schon. We've already experienced the Sub-Zero. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia Forest, except these have no sign of human presence. The moon, people in Sumeru don't dream. Okay, die Leute von Sumeru träumen nicht. Das kann ich vielleicht mit dem unbewohnten Träumen verbinden. Und dann erhalte ich die Wahrheit des Traums. We're all in a dream.
It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. Mhm. Wie ich gesagt habe. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. Müsste bei einem Bottleneck das Game nicht auch ehrenlos rumlecken? Bei einem Kumpel ist es nur gecrashed, aber lief flüssig as fuck. Ja, vielleicht hat dein Kumpel einfach genau das richtige Setup, was dann dafür sorgt, dass es einigermaßen flüssig läuft. Aber bei vielen anderen Leuten läuft es einfach räudig. Also selbst mit High-End-Hardware kriegen sie dann viel weniger FPS, als sie haben sollten. Und es gab einen Typen, der hat ein Video auf YouTube hochgeladen, wo er tatsächlich auch mit einem Diagnosetool gezeigt hat, dass Star Wars Jedi Survivors nur einen Kern wirklich maximal utilized und die anderen Kerne halt überhaupt nicht verwendet. Also es ist ein CPU-Problem. Das Spiel benutzt im Endeffekt einfach nur einen Kern. Geh mal Essen machen und dann Hoggy Legacy zocken. Alles klar, have fun. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Und du kannst mir halt nicht sagen, dass ein so riesiges Unternehmen wie EA, dass es dem nicht aufgefallen ist in der QA-Abteilung, dass es niemandem aufgefallen ist. Es ist 100% aufgefallen, wurde gemeldet und EA dachte sich, nö, fick dich, wir releasen das jetzt unfertig. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? Ich finde es traurig, dass der Profit der AAA-Unternehmen wichtiger ist als das Image. Weil wenn das Image beschädigt ist, das kannst du nicht einfach so reparieren. Kohle kommt, wenn du ein gutes Image hast. Aber ein kaputtes Image kannst du halt nicht einfach reparieren. Das ist halt nachhaltig geschädigt. Cyberpunk muss immer noch teilweise mit dummen Kommentaren sich mit dummen Kommentaren auseinandersetzen. Oder was heißt Cyberpunk? CD Projekt Red wegen Cyberpunk. Und selbst das Spiel ist jetzt schon absolut gefixt und läuft halt nice und die allermeisten Bugs und Glitches und so weiter, das wurde alles behoben. Das Spiel ist einfach in seinem jetzigen Zustand super. Und trotzdem gibt es halt so viele Leute, die sich das nicht kaufen möchten, allein wegen dieser Geschichte zu Release, weil das Image halt kaputt ist. Also ja. Weiß nicht, ey. Image, ich glaube, AAA-Unternehmen schätzen Image viel geringer oder geben dem Image viel weniger Bedeutung, als es eigentlich haben sollte. Wir haben nämlich das Paradebeispiel auf der anderen Seite, und zwar From Software. From Software ist halt ein Unternehmen, das hat Spiele released, die in der Regel sehr hochwertig waren und polished. Klar gab es mal so ein paar Ausrutscher, so kleine wie der Dark Souls PC-Port und so, aber das hat sich noch in Grenzen gehalten. Es war nicht so, dass das Spiel komplett unspielbar war und das wurde auch relativ schnell dann, glaube ich, gepatcht. Aber das Kernspiel an sich das lief ja. Und es hat halt über die Jahre sich so ein Vertrauensvorschuss aufgebaut von der Community, sodass die Community jetzt auch kein Problem hat, sich die Spiele rein gewissens vorzubestellen von From Software oder die halt Day One zu zocken. Weil schon die Erwartungshaltung da ist, dass es sich um ein polished Game handelt. Und From Software in der Regel auch sehr viel und gutes QA-Testing betreibt, sodass es dann nicht komplett broken einfach rankommt. Akasha läuft durch, es ist die Verkörperung der Macht der Göttin der Weisheit, es vereint die Weisheit der Menschen. It compiles the wisdom of the entire populace. Okay. And it grants knowledge to the people. The Akasha relies on it is the manifestation of the God of Wisdom's power. Schlussfolgerung. Oh, okay.
Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are Das rich bezweifle bodies ich. of human wisdom. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? Wahrscheinlich haben sie das extra gesagt, damit die Leute nicht näher nachfragen, warum sie keine Träume haben, sondern das einfach als Geschenk akzeptieren. The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Aber die Weisen scheinen sich nicht damit zu begnügen. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the Samsara? Was denn die Rede des großen Weisen? The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. Nach dem Beep, vielleicht werden nach dem Beep die Leute in Schlaf versetzt und fangen an zu träumen, deshalb tauchen viel mehr Räume auf oder so. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every... My mind feels exhausted. We've already experienced the Massenproduktion der Träume. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sumeru's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sumeru's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Die Akademie hat einfach eiskalt eine Chicken Farm für Träume aufgebaut. Respekt. Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. Alright, last question. Who am I? John Cena. Du bist der Mond, hast du doch gesagt. They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, now that I think about it, wasn't illusion... Now that I think about it... So you noticed. Du bist die niedere Herrin Kusanali. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Warum kannst du uns nicht direkt die Wahrheit erzählen? You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream,
This answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Klingt nach einer Menge Bullshit. Wie können die Weisen das tun, ohne dass es jemand merkt? Firstly, the stream we're in is completely based on reality. People have already experienced the Sumeru's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sumeru's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of déjà vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sumeru's festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Okay. Was sind die Nebenwirkungen der massenproduzierten Träume? Ich meine, ich kann es mir schon denken, die Fatigue. Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so... We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! Warum haben sie den Traum von Sumerus festgewählt? I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the Klingt sus. Wow. Now that's strange. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Traveler, do you have any information? The Grand Sage said, go celebrate. Okay, Nahida said, those spaces remind me of... That doesn't sound... Celebrate the birth of that god? Could it mean... Ja, was sollte das heißen? Keine Ahnung, red mit mir. Ich kann keine Gedanken lesen, Bro. Ich habe keine weiteren Fragen. Saving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sumeru's festival samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Ah, es geht los. Zeit für die Schicht. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Huch, diesmal wache ich nicht bei mir auf. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey, what's wrong, Nahida? You don't look too good. Wo ist Dunyarzad? I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? Warte, ist sie wirklich gestorben? No way. Are we too late? Hat Hoyo was echt die Eier gehabt? Consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Immer einen Schritt zu spät. Ist sie halt jetzt wirklich verreckt? Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad?
Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still... Ihr hat das sehr viel bedeutet. Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. Ah, ich verstehe. I couldn't even save her. Nahida ist so eine. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sumeru's festival with so many regrets. Okay, sie ist also wirklich tot. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault. Okay, dann habe ich wohl vorhin Bullshit gelabert. Beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. Es ist okay, Nahida. Jedes Mal, wenn du emotional am Boden bist, jedes Mal, wenn du glaubst, du hast nicht das Zeug zu einer Göttin und bist nutzlos, dann schau dir einfach Wenn hier an. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sumeru's festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Was sollen wir also tun, nachdem wir den Besitzer gefunden haben? Find some way to make that person realize. Vielleicht ist es der. Der oder... Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will... Oder Nilu. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was
Es fühlt sich an, als hätte ich die Motivation verloren. Yeah. Saving Dunyarzad kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Ich hätte jetzt schon auf einen von denen getippt. Für einen Wissenden wäre es leichter, Bewusstsein zu erlangen. Umgekehrt ist es für einen Unwissenden schwer zu erkennen, dass er ein Traum ist. Hier gibt's Sinn. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Der Blumenritter Faris. Oh, that would make sense. Faris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sumeru's festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? We shall. Okay, dann muss er es sein. You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you make a wish? Stell dir vor, dein Wunsch wird direkt vor deinen Augen wahr. You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero's festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down. Kannst du vielleicht einen anderen Wunsch haben? Der zählt nicht. Der wird schwer umzusetzen. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her, or... So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, na toll. Oh, es ist ein Simp. After what I just said, I guess it is. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zero's festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years? 100 years? Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but... Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. Ich hoffe, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. I'm gonna open my eyes. Oh! You're... What? Fucky? What the fuck? Sorry, but Fucky? only one portion of Yalda candies per person. Back home you go. Sucky, sucky, fucky, fucky. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. Ist schon irgendwie sass, wenn er sich irgendwas vorstellt. Wenn er sich die Person vorstellt, auf die er steht, und dann ist da auf einmal so ein kleines Mädchen. Ah. Ich werde das FBI mal hier vorbeischicken. Die sollten hier mal die Straße kontrollieren, einfach nur um sicher zu gehen. Guess he isn't the host of this stream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. Vielleicht ist es der... Oh, vielleicht ist es der Wahrsager. Der muss es sein. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them has any idea that she...
My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Ich erzähle Ihnen eine Lektion. Huh? But Dia can handle them. Hey, Traveler! Oh, it's you. Great timing. Please take... Ich kümmere mich um die Typen. Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. Mir egal. Fine, all right. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not... Anyway, watch yourself. Sie hat halt das Millenniums-Puzzle um die Brust. Unter der Brust. Hat sie auch eine gespaltene Persönlichkeit? Got yourself some backup. Suit yourself. Okay, das wird easy. Gotcha. Take flight. Oh, meine Framerate. The wind knows it. Sakura swirl. One with nature. Quietly now. You won this one. Busted. Kommt mal her. The wind knows it. Fallen leaves adorn my night. Here comes the catch. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? Mir geht's gut. You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Und weiter? So Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sub-Zero's festival. Vielleicht ist das ein Hinweis. Yeah, even if it's only a Ein tiny Hinweis, ein Hinweis. probably still help us more than this needle in a haystack search. This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside. Paimon betritt den Raum, fliegt nach einer Weile mit etwas zurück. This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? Jetzt geht die Story richtig los nach dem Matrix-Teil. Echt? Das war nur das Prequel oder was? Das Intro. Notizbuch mit anmutiger Handschrift. Endlich habe ich diese Aufzeichnung am Vorabend des Sub-Zeros-Fests fertiggestellt, was fast 16 Tage gedauert hat. Da ich davon ausgehe, dass ihr nach dem Sub-Zeros-Fest bald wieder auf Reisen gehen werdet, möchte ich sie dir spätestens am Tag des Fests geben. Ich habe alle überlieferten Erzählungen über die niedere Herrin Kusanali zusammengestellt, indem ich während der Vorbereitungen des Fests die Einwohner in Sumeru befragte. Auch wenn ich viele Leute befragt habe, gab es nur wenige, die überhaupt etwas über niedere Herrin Kusanali wussten. Ich hoffe jedoch, dass diese Aufzeichnung dir bei der Suche nach ihr helfen kann. Das Wasser in der Nähe von Gandharva war einst verunreinigt und man musste weit gehen, um Wasser zu schöpfen. Doch eines Tages stellten die Einwohner plötzlich fest, dass das Wasser dort wieder trinkbar wurde. Und einige meinten, sie hätten in der Nacht zuvor einen grünen Lichtschein in der Nähe der Wasserquelle gesehen. Alle glaubten fest daran, dass es die göttliche Kraft der niederen Herrin Kusanali sein musste. Es hört sich zumindest ziemlich glaubwürdig an. Es muss wohl sehr lange dauern, bis sich eine verschmutzte Wasserquelle selbst reinigen kann. Hat sich die niedere Herrin Kusanali tatsächlich bei Gandharva aufgehalten? Nach dem Tod meiner Mutter hatte ich immer zu viel Angst vor der Dunkelheit, um nachts zu schlafen, aber eines Tages fing eine Stimme an, mit mir zu sprechen, bis ich einschlief. Eine Frau erzählte mir, dass es die niedere Herrin Kusanali war, die sich um mich kümmerte. Armes Kind, ich hoffe, das Sub-Zeros-Fest kann ihn wieder etwas glücklich machen. Seine Erfahrung ähnelt in gewisser Hinsicht meiner damaligen. Die niedere Herrin muss eine sehr sanftmütige Göttin sein.
Einmal hatte ich zu viel getrunken und fand den Weg nicht mehr zurück. An einer Ecke sah ich, glaube ich, die niedere Herrin Kusanali. Sie wirkte außerordentlich groß, mit sehr starken Beinen und Armen. Nee, das war wahrscheinlich ein Imposter. Da fiel ich hin und sie fing mich mit einer Hand auf. Am nächsten Morgen fand ich mich schlafend unter einem Baum. Und ja, es muss wohl die niedere Herrin Kusanali gewesen sein, die auf mich aufgepasst hat. Das hier ist vielleicht nicht sehr aufschlussreich. Es muss doch ein Baum gewesen sein, oder? Überlieferungen in Sumeru mit Dunyasats Anmerkungen am Rand. Sie wurden dicht über viele Seiten aufgezeichnet. Ah, okay. Ich kann leider nicht mehr sagen, sonst spoilere ich, aber ich fand den nächsten Storyteil nicht schlecht. Okay. Nice. Freue ich mich schon drauf. Even though she was also busy preparing for the Sumeru's festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sumeru's festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even thank her. Hey! Where are you off to now? Sprich mit der Puppe. Oh, das sieht gut aus. Erstmal screenshotten. It's Dunyasat's puppet. Ich glaube. Was glaube ich? Danke dir. Traveler, The fuck? you must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were Da fällt mir ein. Ich muss nach Ghostwire zu Ende spielen. an eternity ago. Ich will auch Ghostwire spielen. Auch wenn es nicht so toll sein soll. Nicht höchstens mit. Aber es sah vom Style halt ganz cool aus. So viele Games und so wenig Zeit. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's dance of Sumerus. Vor allem der Schulteil war echt creepy. Ich weiß nicht, was für ein Schulteil. Ich kann mich noch kaum dran erinnern. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyazad said, wasn't it? Does that mean... Das war nur ein Bug. Das wird im nächsten Patch gefixt. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But Hanako. how come... Echt? Da gibt's Hanako? Warum sehe ich nur so gelb aus? Achso, wegen des Spiels. Lass uns gehen, Paimon. Lass uns den Sub-Zero-Tanz ansehen. Ich will jetzt meine Cutscene. Ich will meine 30 FPS Cutscene, die ich schon seit gefühlt 12 Spielstunden warte. Oh, warte mal, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich eigentlich meine Dailies hier registrieren. Bei der Catherine. Ad Astra Bisose. Achso, ja, das muss ich auch noch abgeben. So. Wie mache ich das jetzt hier? Zur Erkundung senden. Hä, wie mache ich das jetzt, dass ich meine Dailies hier registriere? Dann musst du in einem Einbuch machen, wo du auch Bounties einsiehst. Hier oder was? Reiseführer. Okay. Mission oder was? Ah, ja. Ja, das sieht danach aus.
Okay, Sumeru habe ich ja nicht. Auch gut. Okay, dann halt nicht. Noch nicht freigeschaltet, okay. Dann muss ich wahrscheinlich erstmal aus dieser Matrix entkommen. Ergibt auch Sinn irgendwie. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the Academia. I don't want to drag you into this. Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the Academia, that's another day gone to waste! Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Sie sind Puppen. Oh, of course! If this is the Sage's plan, they wouldn't put themselves through this! Ah. So they're just substitutes! What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Was ist in diesen Blumentöpfen? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a... Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. Okay, sind da jetzt Fake-Blumen drin oder was? That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the legend? Ah, also ist Nilo. Nilo ist der Host der Lobby. But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, Al? Yeah. What's going on here? Schließ deine Augen. Okay, jetzt müssen wir einen Test machen. Stell dir vor, dass der große Weise und seine Leute nicht vor deinen Augen sind. You guys are acting weird. But okay, I'll try. Hey! They disappeared! So Nilu's the host! What a surprise! Cool, jetzt kannst du tanzen. Purple Padisaras Los, tanz, ich will die Cutscene sehen. anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage! It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots. Hast du schon alle Arañaras gefunden? Nee, noch nicht. Die laufen ja immer weg von mir. Diese Kackviecher. Diese kleinen Fake-Crocs. But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Am I dreaming? Ich krieg direkt Kingdom Hearts 1 Intro-Vibes. Hast du irgendwelche gefunden? Ja, aber die sind immer abgehauen von mir. Woher weißt du das? So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sub-Zeru's festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream. Hab mir alle auf der Karte markiert. Yeah, but have you heard the tale of the Wie first alle? Sind das so viele? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated.
After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Hört sich danach an, als hättest du die noch nicht freigeschaltet. Nee. Wie gesagt, die sind von mir immer abgehauen, als ich so ein Ding gefunden habe. I've been away from home for far too long. They must be worried. The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife lying next to him said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City and founded the Academia. 76. Happy ending. Oh. First sage was dreaming. Das ist ja so kacke wie in Breath of the Wild. Ja, okay, nicht ganz so kacke, aber... Man muss sich ja nicht bei allem von Breath of the Wild inspirieren lassen. Gibt's wenigstens eine vernünftige Belohnung von denen? Yes. But his Wenn du alle spirit hast. and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. Okay, wenn sie es weiß, dann kann sie den Traum ja beenden. I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zero's festival is almost over too. 76 ist nicht so schlimm wie 900, aber es ist trotzdem scheiße. 900 ist halt der größere Haufen Scheiße und 76 ist der kleinere Haufen Scheiße, aber letzten Endes ist beides ein Haufen Scheiße. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zero Kriege ich jetzt meine Cutscene? as we can. Oder werde ich jetzt schon wieder gecockblockt? Tanz nach Herzenslust, let's go. Zeig mir die Cutscene, auf die ich seit... Ja, es ist eine 30 FPS Cutscene, let's go. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sub-Zeros. Hat ein bisschen was von Bossa Nova, ey. Chillig. Richtige Disney Magic. Ey, das hat richtige Kingdom Hearts Vibes. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance. Schön, schöne Cutscene. Hatte einen schönen Disney-Flair. Sumeru gibt mir immer noch so harte Ratatan-Vibes. Ja, irgendwie schon. Ich glaube nicht, dass 450 war es fürs Maxen benötigt und 900 nur für den Golden Poop. 450 ist trotzdem scheiße. Auch. Viel zu viel, ey. Oh, good morning, traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest time. Guten Morgen. Paimon's head feels super heavy. Ich hab schon wieder ein Déjà-vu. Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sub-Zero's festival. The Sub-Zero's festival! Have we finally escaped from the Sub-Zero Samsara? Ja, ich hoffe. Take off your Akasha terminal! Schnell, lass uns nach Dunyasat sehen. Aber die ist doch tot. Du brauchst nur jeden zweiten. Ja, aber jeder zweite ist immer noch zu viel. Wie wär's mit jedem 20.? Da können wir reden. She's not in her room,
unusual spot. Geht zu dem Ort. Welchem Ort? Ich dachte, sie wäre jetzt tot. Ist sie jetzt doch nicht tot, oder was? Weil sie die ganze Zeit davon geredet haben, dass sie tot ist jetzt. Nee, da liegt sie und sie ist nicht tot. Da hat mich halt Hoyoverse zweimal gebaitet. Ich glaub's nicht. Traveler and Paimon. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Subzerus Festival for me. I'm sorry. Was ist das für ein Pay-to-Win-Team? Wie, was für Pay-to-Win? Ich muss dazu sagen, außer dem Mondsegenpass habe ich halt literally keinen einzigen Euro in dieses Spiel reingesteckt. Ich habe mir alles hart erarbeitet als Semi-Free-to-Play-Spieler. Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. Kasua, Ayaka, Yelan. Ich habe mir halt wirklich alles erarbeitet. I just had a dream. And I saw Nilou performing the dance of Subzerus. Keine Battlepässe, nee, habe ich auch nicht gekauft. Nur den Mondsegenpass. Weil der sich einfach rentiert hat für den Preis. Und die anderen Pässe nicht, überhaupt nicht. Also ich darf doch bitten. Cool, noch einen Wish bekommen. Und hier kann ich mir noch einen Wish holen. Battle Pass geht für die Ressourcen auch ganz gut. Nur wenn man den voll hat. Ja, das setzt voraus, dass du halt reinsuchtest. Aber ich krieg den Battle Pass nicht mal ansatzweise voll. So hart suchte ich das Game nicht. Ich habe auch nicht die Zeit dafür. Also von daher lohnt sich das für mich. Guck mal, ich bin gerade mal bei Stufe 4, bei Stufe 5. Wie viel hat der Battle Pass? 50, ne? Nee. Niemals. Was für Pussy. Du weißt genau, du weißt aus erster Linie, wie wenig Zeit man als Student hat für so einen Scheiß. Hat er einen 5-Star gezogen? Herzlichen Glückwunsch, ich hoffe, es war Chichi. Oh, wir haben ein neues Banner. Scheiße, jetzt kann ich Kusanali nicht mehr zählen. Jetzt gibt es nur noch diesen verkackten Schlangentypen. Ich fand den überhaupt nicht gut. Ist der gut? Gandhi fand ich jetzt auch nicht so. Also die hat sich irgendwie nicht so krass gespielt, wie alle sie mal hochhypen. Ich finde die beiden irgendwie mega langweilig. Als Student hatte ich viel mehr Zeit als jetzt für sowas. Aber du hattest trotzdem wenig Zeit. Komm, gib's zu. Sag's du einfach. Yokkel, letzter 5-Star war Chichi. Ja, ohne Scheiß, das hat mich so getriggert, ey. Dafür habe ich mein Soft-Pity verbraucht, für diese kleine Kackbratze da. Es ist auch richtig assi von Hoyoverse, auch einfach Chichi hier so oben als Banner da nochmal hinzuplatzieren. Wie so ein kleiner Troll-Move einfach. Wie so ein kleiner Stinkefinger. Ganyu ist nicht gut. Imagine, dann bist du einfach zu kacke. Ich fand ihr Skillset voll langweilig. Da haben mir die Spezialeffekte gefehlt, die ganzen Explosionen und so. Sie ist, glaube ich, meine stärkste DPS zusammen mit Tutao. Chichi. Hab Delo C2 bekommen heute, nice. Heute Baiju. Ganyu ist halt Giga Busted. Ja. Ja, ist sie. On purpose. Ich pull jetzt einfach mal. Ich mach jetzt einfach eiskalt Vierer-Pull. Weil ich's kann. Vier einzelne Pulls, na? Tut das weh in den Augen? Tut das weh? Viermal 3 Sterne-Puls bekommen. Kannst du ja nochmal testen. Die fühlt sich ja immer noch scheiße an. Was genau macht sie denn so stark? Ich warte noch, was im nächsten Banner kommt, sonst pull ich Ganyu. F5 und dann die Charts testen. Was ist F5? Imagine Genshin mit Maus und Tastatur spielen. Läuft bei dir.
Ja, meine Wishes laufen den Bach runter. Der Charge-Shot. Nur wegen des Charge-Shots ist sie so gut. Aber ich habe doch auch mit Yelan einen. Wir müssen mindestens einen 4 Sterne sehen. Ja, Leute, los! Ihr habt meinen Ko-Fi-Link. Lasst mal das Geld regnen. So, ihr wollt Puls sehen? Dann müsst ihr auch Puls finanzieren. Let's go, Leute! Packt eure Brieftaschen raus, eure Geldbörsen, eure EC-Karten. Ihr müsst schon für den Content zahlen hier. Der zahlt sich nicht von selber. Charge Shot. Decoy, Double, Charge Shot, Ult, die konstant auf dem Feld bleibt und alles weiß. Ach, ihr Skills ein Decoy. Okay. Ich dachte, das wäre einfach nur so eine Mine oder so. Kenne ich das mit dem Pullen bei Star Rail, habe ich so einen Bad Luck. Es wäre so witzig, wenn ich bei Honkai Star Rail einfach mal instant 5 Sterne Chars pulle. Vor allem zusammen mit Yelan auch nice. Ja, sowieso. Mit Ayaka und Yelan zusammen, wenn Yelan zumindest ihre Ulti hat, kann ich mit Ayaka halt die Gegner permafreezen. Das ist so nice. Was soll ich machen? Spende ihm die Puls für Ganyu. Das ist ein Decoy, imagine. Bro, ich hab doch selber kein Geld. Was? Du arbeitest doch jetzt bei Tank, habe ich gehört. Du bist jetzt Sugar Daddy. Sei der Sugar Daddy, zu dem wir dich erziehen wollen. Ihr werdet meine Sugar Daddies. Ich kann kein Sugar Daddy werden, ich bin Student, das heißt, ich bin per Definition arm as fuck. Noch nicht? Achso, du meinst, du musst erst Karriere machen bei Tanke und dann bist du rich. Erst ab 15.05. Ölmagnat. Yannick wird einfach der Aral-Ölmagnat. Okay, gut. Ich glaube, das ist auch eine gute... Ich krall mir den ganzen Sprit dort und dann verkaufst du ihn auf dem Schwarzmarkt. Ist auch ein guter Punkt hier, um einmal den Stream auch endlich so ein bisschen zum Ende zu führen. Und die Aufnahme vor allem, die schon über 3 Stunden geht. Weil ich noch an Programmiersachen arbeiten muss, leider. Sonst hätte ich jetzt noch ein bisschen länger gemacht. Aber ich bin faul as fuck und fange erst... ich meine, ich habe sehr wenig Zeit, weil ich so hart arbeite und deshalb fange ich erst immer am Wochenende an für die Aufgaben, die ich eigentlich schon am Mittwoch bekomme. Ich pump den an und verkaufe den. Ja, so mit so einem langen Strohhalm, so einfach den Sprit so raussaugen. Dauert zwar ein bisschen, aber damit kann man bestimmt so auf Dauer das eine oder andere verdienen. Easy 5-Sterne-Charakter. Teste jetzt nochmal Ganyu. Oh, meinetwegen. Mann. Testen wir jetzt nochmal Ganyu. Wo ist die? Erklärt ihr Ganyu. Ja, was ihr Charge-Shot, also so wie ich das verstanden habe, ihr Charge-Shot ist jetzt, ist das, was diese OP macht. Und der Decoy ist halt eine coole Utility. Ganyu kann ihren gezielten Schuss in 2 Phasen aufladen. Bei einem Treffer erblüht eine Frostblüte, die Kryoflächenschaden verursacht. Mit ihrem Elementarfähigkeit kann sie schnell nach hinten weichen und einen Eis-Lotos erschaffen, der gegnerischen Angriffe abhält. Beim Erblühen und Verwelken wird jeweils Kryoflächenschaden verursacht. Mit Ganyu Spezialfähigkeit erschafft sie eine Eisseelenperle, während deren Wirkungsdauer regnet es der Wirkungsbereich abzapfen auf die Gegner. Okay, ist ein quasi ein AOE, Damage over Time. Während der Herausforderung wird es zusätzlich Element. Okay. Hier, der Scheiß, ja. Okay. Ich weiß nur, dass der Charge-Shot Giga OP an hier ist. Musste auf dem zweiten Charge-Shot warten, der ist mega und trifft viel AOE und hat alles fix aus der Luft. Elemental Decoy ist nice, während du Gegner plättest. Ult ist eh broken. Okay, schauen wir mal. So, einmal der Decoy. So, Double Charge Shot. Joa. Die explodiert auch nochmal.
Ja, okay, not bad. Ja, 17.000, okay, nicht schlecht eigentlich. Dafür, dass ich glaube, ich mache 17k mit der Fähigkeit von Yelan. So in einem Dreh. Aber die hat ja eine Cooldown. Wieso ist die Herausforderung... Hä? Warte mal, was? Aber die hat ja eine Cooldown und der Charge-Shot nicht. No touching. We're waiting. Ready, steady, go! Oh, so sorry. Cool it. Let the show begin. Okay. Ja, okay, not bad. Also sie macht schon nicht wenig Damage. Du musst bedenken, selbst wenn du nicht triffst, trifft der AOE die Mobs trotzdem. Auf ihr sind im Test-Run komplett Trash-Sachen drauf. Echt? Okay. Okay, schon irgendwie ein bisschen broken. Die anderen Charaktere im Team sind auch kacke. Hat viel bessere Synergien. Sie ist auch eine Crit-Maschine. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn sie hohen Crit hat und dann jeder dieser Speere, oder diese Eiszapfen dann das Monster trifft und das nochmal crittet, dann ist das schon insane. Hast halt deine eigene Team-Synergie, die sie nochmal mit mehr Bars boostet und sie hat im Test-Stream Shit-Gear. Krass. Warte, ich mal gucken, wie viel ich mit Yelan mache mit ihrer Fähigkeit. Weil die Fähigkeit von Yelan ist mein stärkster Burst-Angriff. Ich muss nur einen Gegner finden. Da. $12.000 habe ich mit ihr gerade mal gemacht. Mit dem besten Gear, das ich halt für sie gekriegt habe bis jetzt. Ich meine, ist jetzt auch nicht das Nonplusultra-Gear, aber ist auch kein random Trash-Gear. Krass, okay, nevermind. Das ist, wenn ich mit Ganyu dann schon standardmäßig 17k critte. Okay, dann kann ich schon sehen, warum die so OP ist. Ja, vielleicht wäre es besser, dann auf Ganyu zu pullen und nicht auf diesen weirden Schlangentypen da, diesen Fake Orochimaru. Kann ich den verstärken? Ach nee, dafür muss ich farmen. Kein Bock. Sachen in der Luft zu treffen ist halt auch mega. Nee, ich spiele mit Controller, hier werden keine Sachen in der Luft abgeschossen. Also sowas machen wir hier nicht. Und oh no, Shimaru. So this is a day in the life of the traveler. 83% Crit Rate und 202% Crit Damage. Krass. A blade embraces its duty. Okay, ja. Cherishes their gems. Wir sparen jetzt auf Ganyu. Das Banner wird ja noch lang genug da bleiben, dass ich zumindest einen 10er-Pull reinbekomme, ne? Oder nicht? 15 Tage noch, ja, sollte gehen. Nicht mal 300%. So. Alles klar. Jetzt, das war dann das Matrix-Kapitel von Sumeru soweit. Und da freue ich mich schon auf das, was jetzt hier nachkommt, weil das ja laut anderes noch besser sein soll. Also mal schauen. Danke fürs Zugucken, Leute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Mit jeder Ascension kriegt sie Crit Damage. Haha, ja, imagine noch mehr von Ganyu pullen. Imagine mehrfach einen 5-Star pullen, der nicht Chi-Chi ist. Ich gehe jetzt erstmal abseilen. Ich mach Buk-Buk. Was nicht Duk-Duk? Mach Duk-Duk. So, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Stream. Tschüss.